Jetzt kommen wir endlich zu diesem Affidavit. Ne? Ja, es haben sich, also jetzt werden einige Fragen wahrscheinlich gar nicht mehr gestellt werden müssen. Zuerst mal souveränes Affidavit der Wahrheit. Es ist also eine Überbringung der Wahrheit. Das ist, glaube ich, klar. Aber das ganz Wichtiges, das war schon die erste Gemeinheit, die uns gekommen ist, als wir das geschrieben haben, steht gleich drunter, for the court of public record. Und das heißt, dass es für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Nachdem dem nicht widersprochen worden ist, können wir das dann auch machen. Und das ist sehr unangenehm, vor allen Dingen nach 30 Tagen wird es noch unangenehmer. Dann kann ich das nämlich von der angeblichen Oberstaatsanwältin Annette Hüfner, ich habe mir die Freiheit genommen, dieses zu nehmen. Ich glaube, dass der Joe auch kein Problem damit hat, also zumindest hat er bis jetzt keins damit gehabt, aber wir können ihn nochmal fragen. Diese Oberstaatsanwältin, ja, die wird nach 30 Tagen auch öffentlich ausgehängt werden. Dieses Affidavit kann jeder in der Welt sehen. Ja? Kann sie gar nichts mehr machen. Und Sie können ja versuchen, eine einstweilige Verfügung, aber das funktioniert auch nicht, weil Sie eine, wie Sie so gern sagen, Person im öffentlichen Interesse ist. Ja? Okay. So, wie wird das Affidavit mal eingeleitet? Wir haben hoffentlich eine Fallnummer, Aktenzeichennummer oder wie Sie das gerne nennen. Wir schreiben nicht Affidavit in der Sache. Ja, der Gerichtsfall ist eine Sache, aber wir klären gleich, dass es eine Angelegenheit ist, weil wir haben ja nichts mit Sachen zu tun. Wir haben uns ja entsacht und lassen uns nicht mehr versachen von Ihnen. Als zweites kommt dann die DNS-Nummer. Die ist nicht sehr wichtig, ja, aber wir schreiben sie trotzdem hinein. Frage zu Zeile 1. Wird dort das Aktenzeichen übernommen von denen? Oder was ist das dann da oben, dieses? Ja. Es ist lediglich eine Referenz. Damit erkennen wir gar nichts an. Wir müssen eine Verbindung herstellen. Ja? Und da nehmen wir Ihr Aktenzeichen. Das Aktenzeichen ist in Ordnung. Das brauchst du nicht in Klammern setzen, gar nichts. Also wenn Sie da kommen wollen, wünsche ich Ihnen viel Spaß. Da werden Sie überhaupt keinen Spaß haben. Es wird sehr unangenehm trotzdem für Sie werden. Ja? Das können Sie gar nicht angreifen. Das haben Sie benutzt als Referenz, wir nehmen als Referenz und wir definieren es als Referenz. Ich komme dann zum Schluss nochmal, oder das können wir gleich machen, dann können wir viele Fragen einfach auslöschen. Ganz unten. Das Definitionsrecht ist alleine dem Verfasser vorbehalten. Wir definieren das als Aktenzeichen und nichts anderes. Ja? Also können Sie uns gar nichts machen. So. Das auch noch, ja. So. Zurück zu dann Bradstreet Number. Die ist nicht sehr wichtig, aber damit zeigen wir Ihnen, ihr glaubt, wir sind doof. Nee, wir wissen, wer ihr seid. Darum habt ihr diese Nummer. Ja? Das ist ein rein psychologischer Punkt. Dann verantwortliche Mann oder Weib, das muss ich noch rausnehmen, verantwortliches Weib in dem Zufall, in Klammern Oberstaatsanwältin, eckige Klammern, ja, Oberstaatsanwältin Annette Hüfner. Weiß jeder, was eine eckige Klammer bedeutet? Ja. Es steht nicht auf dem Papier. Ja? Und es ist nur da, um Klärungen zu machen. Aber wir können das auch ganz nett benutzen. Das steht jetzt noch nicht drin, aber das kommt weiter unten dann im Affidavit. Wenn es fertig ist, muss ich heute oder morgen Nacht noch fertig machen. Da wird nämlich abgeleitet, dass die liebe gute Staatsanwältin eine Reichsbürgerin ist, nach ihrer Definition. Und das kommt dann in die Klammern von da an
runter. Ja? Dann heißt es nicht mehr Oberstaatsanwältin, sondern Oberstaatsanwältin Reichsbürgerin Annette Hüfner. Und das steht in eckigen Klammern und das tut weh und sie kann gar nichts machen. Ja? Also ihre Erfindung des Rechtswesens der eckigen Klammer ist eine wunderbare Angelegenheit und ich liebe es, ihre eigenen Waffen zu nehmen, um sie zu schlagen. Ja? Und das werdet ihr, glaube ich, auch. Gut. Ja, das kannst du ja noch. Oder es gibt ja immer noch einen Nachfolger-Affidavit. Nein. Rechtmäßig zugestellt über Postcode-Labelnummer. Ja, das ist im Englischen. Ja, Entschuldigung, ich bringe mal das Englische rein. Das wäre die Nummernfolge und Punkte. Das heißt also, das steht für Postcode-Label. Ja. Also da kommt das jeweilige Einschreiben-Label, die Nummer hinein, weil wir müssen eine Verbindung zwischen diesem Instrument und dem Brief, den wir senden, haben, damit eine Verbindung besteht und Sie nichts bestreiten können. Muss es mit Rückschein sein oder einfach Einschreibung? Braucht kein Rückschein sein. Es muss nur Einschreiben sein. Was Sie danach machen, ist euch eigentlich egal, weil du musst nur nachweisen, dass es geschickt worden ist. Also du brauchst keinen Rückschein machen. Ja, wenn ich einen Rückschein habe, dann bekomme ich ja damit ein Datum, wann das dort angekommen ist und dann beginnen die Fristen ja erst zu laufen, so wurde mir erzählt. Ja, technisch korrekt, aber mehr als 7 Tage musst du nicht geben. Das ist die UPU-Vorgabe. Es macht nicht viel Unterschied. Keine private Post verwenden. Weil mit der öffentlichen Post ist der Weltpostverein mit im Boot. Und der steht über den Staaten. Ja. Wir versuchen also die UPU nur einzusetzen nach Möglichkeit, damit wir auch den Nachweis haben. Ja? Und dieser Nachweis muss ja 120 Jahre bestehen. Ne? Deshalb auch das ganze Theater überhaupt mit Einschreiben senden. Ne? Was ist die UPU? Weltpostverein. Also es ist, wo die Deutsche Post natürlich dazugehört oder untersteht. Dann der Herausgeber des Affidavits, das ist jetzt also der Johannes oder das geistig-sittliche Wesen, auch bekannt als Johannes Konrad, und das ist der Affiant. Wir haben dazu das Datum des Affidavit reingeschrieben, ja, und das ist noch nicht fertig, also es muss ein anderes Datum natürlich kriegen. Es steht auch wieder in eckigen Klammern, weil es nicht verbindlich ist. Das ist für uns nur eine Referenz, ja, und zur Vereinfachung. Und es gibt auf der anderen Seite eine gute Idee, wie wann was zu Ende ist. Es hat auch einen schönen psychologischen Effekt. Ja. Und dann müssen wir eine Affidavit-Referenz machen. Wir könnten natürlich jetzt bei der Referenz, und habe ich jetzt Hüfner 1 reingeschrieben, und zwar einfach deshalb. Es ist diese lange Nummer. Und wenn ich jetzt diese Nummer als Affidavit-Referenz nehme, ja, dann habe ich das Problem, dass ich irgendwann die Übersicht verliere. Ja. Wir versuchen es relativ einfach zu machen, und wenn du heute ein Affidavit schreibst, es kann ja ein Nachfolge-Affidavit notwendig werden an diese Hüfner oder gegen diese Hüfner, dann würden wir das mit Hüfner 2 und ein drittes mit 3 und so weiter. Es macht auch Sinn, den Namen zu benutzen. Das war in einem Fall vor etwas über einem Monat in Bozen. Da müssten wir 14 verschiedene lebende Menschen anschreiben. Und es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn wir da irgendwelche Zahlen, Codes oder sonst was genommen hätten. Ja? Das ist also ganz klar dann, was zu wem gehört. Und natürlich ist das Erste immer vor dem Zweiten und das Zweite vor dem Dritten. Ja? Dass wir das für uns einfach machen. Also bitte nicht irgendwelche Dinge kreieren, die nachher nicht mehr nachvollziehbar sind vom Zeitfaktor oder sehr schwer. Das ist der einzige Grund. Also immer einfach machen. So, das Affidavit muss sich einleiten mit den oberen Worten, ja, oder ähnlichen Worten. Wir haben diese benutzt und ja. Für den Hüfner 1
Wenn man dann jetzt den zweiten und den dritten schickt, also die Erinnerungen, könnte man dann ja noch 1a, 1b oder so nehmen? Nicht? Brauchst du nicht machen, das geht auch hervor. Es ist nur wichtig, dass du es dreimal geschickt hast. Ja? Also du brauchst nicht 1a, 1b, 1c, es geht ums Affidavit dabei, nicht um die Erinnerungen. Die sind also nicht so wichtig. So. Und was ist, wenn man sich als Mensch noch nicht lebend gemeldet hat? Ja, dann tun wir das heute. Ja, gut. Machen wir auch noch heute. Ja, also. Ich habe die Frage nur zu dem Postcode-Label. Wenn man das dreimal schickt, also alle 10 Tage, habe ich jetzt gehört, dass man immer die gleiche Nummer nehmen soll. Aber das geht ja eigentlich bei unserem Einschreibebrief gar nicht. Da oben bleibt die Nummer stehen, weil du eine Verbindung auch zwischen der Erinnerung und der zweiten Erinnerung und dem Original herstellen musst. Ja? Du kannst also dahinter dann schreiben, beim zweiten, wenn du es nochmal per Einschreiben schickst, du kannst es auch per Fax schicken, dann, wenn du willst, kannst dann in Klammern entweder diese oder die andere Nummer setzen. Es soll nur eine Verbindung da sein, weil die ja so hinterlistig sind. Ach, das habe ich gar nicht gewusst, dass das Gleiche ist und da ist ja gar keine Verbindung da. Lauter den ganzen Schrott. Wir wollen also nur den Schrott auslöschen damit. Auf den Postlabels gibt es noch so oben 2 kleine Abschnitte, wo man dann auf die Nachfolge draufkleben kann und dann hat man die Verbindung zwischen 1 und 2. Ja, das kann man auch machen. Aber Leute wie ich, die können das nicht, weil die vergessen das und schicken es weg. Ja, aber ja, kann man auch machen, hast du recht. Ja. Also es soll auch kein Problem sein. Es soll nur die Verbindung in der einen oder anderen Form hergestellt werden. Ihr könnt es auch händisch draufschreiben, geht auch. Also wie ihr das macht, solange die Verbindung zwischen Original, erste und zweite Erinnerung ist okay. Wenn er es nicht macht, ist auch nicht so tragisch, ja, auch da kommen wir drum rum, aber wir versuchen, alles aus dem Weg zu räumen, was man aus dem Weg räumen kann, damit die nicht den geringsten Angriffspunkt haben. Steilvorlage geben, wenn ich jetzt dieses fertig habe und schreibe einfach drauf beim zweiten Mal zweite Sendung, Datum und dann beim dritten Mal dritte Sendung, Datum von Hand, das genügt doch. Alles klar, gut. Darfst du so machen. Das darfst du auch machen. Das heißt praktisch als Datum nämlich dann die neue Datum vom Affidavit und die neue Frist oder trotzdem das alte? Datum des Affidavit ist, was zählt, nicht die Erinnerung. Okay. Ja, also das kommt wieder rein. Wenn das jetzt der 6. Juni gewesen wäre, dann bleibt es Bleibt immer gleich. Bleibt gleich. Okay. Das heißt, beim Händischen mache ich dann einfach das aktuelle Datum, aber das bleibt. Korrekt. Ja? Okay. So, wir müssen das Affidavit einleiten. Ja? Es gibt gewisse Vorgaben. Wir haben sie erfüllt und haben das eben über die biblische Vorgabe. Und das ist das, wo sie die größten Probleme haben. Da kommen sie in wirkliche Probleme, weil die Richter wollen mit der Bibel nichts zu tun haben. Entweder habe ich es nicht mitbekommen oder jetzt haben wir den 6. Juni 17 und die Frist auch am 6. Juni oder sind da die 7 oder 30? Danke. Schon erledigt. Du hast vorhin gesagt, man kann auch 7 schreiben. Nein, 7 Tage drauf geben. Wenn du Mahnung. Nein, 7 Tage geben wir drauf auf die 30 Tage für ein normales Einschreiben. Das ist das, was die UPU vorgibt, dass wir das zur Frist auflegen müssen. Ja? Ja, wir können müssen dann eben 13. schreiben, genau genommen, wenn wir es per Einschreiben ohne Rückschein schicken. Ja? Aber ganz genau sind wir sowieso nicht. Wir wollen auch realistisch bleiben und sagen, okay, wir geben 7, 8 und 9 Tage drauf. Ja? Ja. So, eingeleitet wird es eben so mit der Bibel. Wie gesagt, die Richter, die würden sich gerne der Bibel entziehen. Ja? Wir legen dann auch gleich fest, meine Familienbibel ist mein Gesetz. Das sind die ersten 4 Artikel, legen den Rechtskreis fest. Ja? Wir benutzen die Bibel, weil sie das einfachste und höchste Gesetz ist. Laut der Bibel gibt es nur 2 Verbrechen, das ist Schaden und Verlust zufügen, und es gibt auch nur 2 Gesetze,
und damit haben wir sie in einem wunderbaren Wenn Rechtskreis. ich aber eine andere Bibel habe, die einen anderen Text hat, dann muss ich den reinschreiben oder rauslassen. Du schreibst dann den deiner Familienbibel hinein oder du musst den Text nicht unbedingt reinschreiben. Ich nehme ihn sehr oft raus, weil es sowieso klar ist. Du kannst also entweder den Text unter dem ersten Artikel komplett rauslassen, ihn so übernehmen oder nur die Bibelstellen zitieren, das bleibt bei dir. Ne? Ich möchte noch kurz darauf eingehen, warum meine Familienbibel, weil ja der Richter, der versucht sofort hier sonst zu sagen, ja, welche reden wir denn? Reden wir über Elberfelder, Schlachter, Neue Weltübersetzung, Herder, Lutherbibel, welche, oder vielleicht noch die King James Bibel, die ja auch sehr viel im Recht sein. Nein, meine Familienbibel. Und deine Familienbibel ist die Bibel, die du in der Tasche im Gericht mitnimmst. Also bitte nicht zu Hause lassen. Und auch eine besorgen, wenn ihr keine habt. Na wunderbar. Du darfst wiederkommen. Ja? Ja, da bin ich froh. Du darfst auch wiederkommen. Ja. Okay. Jetzt haben wir gesagt, nachdem wir festgestellt haben, meine Familienbibel ist mein Gesetz, möchten wir das auch noch abschließen. Ja, wir kommen, wenn wir noch Verfassung durcharbeiten, heute nicht mehr, glaube ich, morgen, kommen wir ja auch zu Wort- und Satzschluss. Ja, meine Familienbibel ist das gültige Recht. Ja, also auch das ist abgegrenzt. Dritter Artikel, meine Familienbibel ist das gültige Gesetz. Damit haben wir die Gesetzeslage soweit abgegrenzt. Und damit Sie nicht noch auf dumme Gedanken kommen, weil bei Richtern können wir garantieren, sonst ist es, meine Familienbibel ist das höchste Gesetz. Dem können Sie nicht widersprechen, das würden Sie gerne, so wie Sie das hintenrum auch mit den Barvermutungen versuchen, aber das haben wir abgestellt. Sie wissen, dass es das höchste Gesetz ist und damit können Sie Ihre fiktiven Gesetze und vielleicht andere Gesetze, die untergeordnet sind, nicht mehr einbringen. So. Jetzt kommen wir zu den Antworten, die Vermutung der öffentlichen Aufzeichnung. Ja. So, wir klären jetzt mal, dass die angebliche Sache ist entgegen der Rechtsvermutung der Bar Association und all den ihr angeschlossenen Vereinigungen und Organisationen die öffentliche Angelegenheit. Ja. Die Angelegenheit ist gesetzlich absolut zwingend öffentlich aufzuzeigen. Das geistig-sittliche Wesen ist nicht die Sache und oder kann nicht die Sache sein. Somit ist die Angelegenheit die öffentliche Angelegenheit. Die Bar Association hat in dieser Angelegenheit nicht die Grundlage oder keine gesetzliche Grundlage zu der Annahme, dass die angebliche Sache und oder die Angelegenheit eine Angelegenheit der privaten Bar Association ist. Die Bar Association hat in dieser Angelegenheit nicht die Gerichtsbarkeit und oder hat nicht den Eigentumsanspruch. Die Vermutung und oder die Behauptung der Bar Association, die Gerichtsbarkeit in dieser Angelegenheit zu haben und oder die Gerichtsbarkeit zu besitzen und oder die Rechte zu besitzen, ist die automatische Anerkennung der Täuschung im Rechtsverkehr und oder der Vergewaltigung und oder der Bereicherung und oder der Bereicherung Dritter geleistet von den Mitgliedern der Bar Association und oder deren Agenten. Die Richter, die Rechtsanwälte und die Staatsanwälte, die versäumen, in dieser Angelegenheit zu verifizieren, dass der lebende Mann Johannes Konrad zu dieser Angelegenheit als der öffentlichen Angelegenheit eingeladen ist, erkennen automatisch an und verifizieren somit, dass die Richter, die Rechtsanwälte und die Staatsanwälte der Rechtsbeugung, der Verleumdung und der Betrugsabsicht schuldig sind und dass die Richter, die Rechtsanwälte und die Staatsanwälte sich selbst damit in dem vollen Bewusstsein und oder mit dem freien Willen schuldig gesprochen haben und somit schuldig sind. Die Richter und oder die Staatsanwälte sind absolut gesetzlich zwingend gebunden, die öffentliche Aufzeichnung zu garantieren und somit die öffentliche Aufzeichnung zu leisten. Das Versäumnis der Garantie und oder der Leistung der öffentlichen Aufzeichnung ist die automatische Anerkennung und somit die Verifikation des Richters und oder der Staatsanwälte mit der Betrugsabsicht zu handeln und oder die Vergewaltigung zu leisten und somit zwingend die volle Haftung ohne das Widerspruchsrecht zu übernehmen. Diese Vermutung ist auch im Widerspruch zu Matthäus 7,12. Und da können Sie nichts drauf antworten. Mit dem alleine haben Sie sich schon in eine sehr schwierige Situation gebracht. Und das haben Sie bis jetzt immer anerkannt. Dem haben Sie noch nie widersprochen, diesem Artikel. Ich möchte ganz kurz erklären, dieser Satz hier, zum Beispiel das Versäumen der Garantie und oder
der Leistung der öffentlichen Aufzeichnung ist die automatische Anerkennung. Ja? Gewöhnlich würden wir schreiben Versäumnis der Garantie und oder Leistung. Das ist rechtlich nicht korrekt, weil Versäumnis, welches Versäumnis? Wir beziehen uns auf ein spezifisches Versäumnis und es ist das Versäumnis. Ja? Damit haben Sie keinen Spielraum. Und oder bedeutet, dass Richter und Staatsanwalt hier schuldig gemacht werden. Ja? Das und Schrägstrich oder bedeutet aber auch, dass falls irgendetwas entwertet werden können, dass es nur der Staatsanwalt oder der Richter ist, dass der andere noch stehen bleibt. Würde ich und schreiben, oder würden wir und schreiben, fallen beide damit. Oder dürfen wir gar nicht schreiben, weil in der Gerichtsbarkeit gibt es nur das und. Ne? Haben wir das verstanden? Aber die Verbindung und oder bringt eine andere Dimension hinein. Ja? Deshalb das und oder. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn ihr versteht, dass die bestimmenden Artikel oder bestimmten Artikel gesetzt werden müssen, dann wird es bald mal übergehen. Für mich ist es bereits normal so zu schreiben. Ja? Auch wenn ich nicht immer im täglichen Leben, genau genommen in dem täglichen Leben, so spreche. Aber wenn wir Briefe schreiben, dann sollte es so sein. Ja? Die verwenden Sie auch. Bitte? Die verwenden auch das und oder. Ja, wir haben ja nichts Neues erfunden. Wir machen nur das, was Sie schlecht machen, machen wir perfekt. Ganz kurz nochmal, und zwar jetzt ist da ja mit Richter und Staatsanwalt alles drin. Kann man den auch dann für den Gerichtsvollzieher nehmen und trotzdem Anwälte mit drin lassen und Staatsanwälte? So weit sind wir noch. Richter? Kommt noch. Ach so, gut. Das ist erst der Anfang. Drückt ein bisschen. Ja, wir machen Sie schon fertig, keine Angst. Na, deine Frage, um deine Frage mal, warum jetzt so weit zu beantworten. Es geht hier jetzt mal um den Widerspruch der Barvermutungen. Ja? Und nachdem die erste Vermutung ist jetzt widerlegt. Es ist eine öffentliche Aufzeichnung und weil ihr es nicht anerkennen wollt, seid ihr Betrüger. Und wenn ihr es hochhalten wollt, ja, dann müssen wir euch eben strafrechtlich und über den administrativen Prozess abfertigen. Ja? So, die zweite Vermutung war die der öffentlichen Dienstleistung. Da schreiben wir eben dann, der von den Barmitgliedern der Bar Association individuell geleistete geheime Eid auf die private Bar Association steht im Widerspruch zu dem öffentlichen Eid als dem Bediensteten mit dem Arbeitsvertrag und ist absolut der in dem vollen Wissen und in dem vollen Bewusstsein geleistete Interessenkonflikt und somit ist die Betrugsabsicht der Mitglieder der Bar Association verifiziert. Sie erfüllen somit nicht die wahren Treuhandbedingungen, welche die Barmitglieder vorsätzlich in dem vollen Bewusstsein und willentlich zu dem Zwecke der Bereicherung falsch vermuten. Die Richter oder die Anwälte sind daher nicht die Public Officials. Die Vermutung der einzelnen Mitglieder der Bar Association, die Gerichtsbarkeit in dieser Angelegenheit zu haben und oder zu beanspruchen, ist automatisch die Anerkennung der Täuschung im Rechtsverkehr und der Tatbestand der Betrugsabsicht durch die Mitglieder der Bar Association und oder deren Agenten. Der die Richter, der die Staatsanwälte und der die Rechtsanwälte und der die Staatsanwälte leisten mit der Betätigung und oder Leistung in dieser Angelegenheit, welche diese als Sache titulieren, in dem vollen Wissen und willentlich den Bruch ihres der Bar Association geleisteten Eides durch den später geleisteten offiziellen Eid. Somit ist der geleistete offizielle Eid gebrochen und somit der Kraft der biblischen Autorität der private geheime Eid gebrochen. Somit muss jeder der Barmitglieder gesetzlich zwingend erst den offiziellen Eid als den alleinigen Eid pflichtgetreu und in der Ehrenbindung neu ablegen. Somit ist die Vermutung, dass der lebende Mann Johannes Konrad mit der Anmeldung bei der Sozialversicherung eine
und oder die Person im öffentlichen Dienst ist und mit den behaupteten bestehenden Privilegien automatisch unter die Handels- und oder die Treuhandgesetze fällt und oder treuhänderisch verwaltet werden kann, falsch und zum Zwecke der Bereicherung. Ist das auch klar? Bin ich ja froh. Die Vermutung des öffentlichen Eides. Die Mitglieder der Bar Association haben den vorrangigen Eid der Bar Association geleistet, der klar in dem Widerspruch zu dem öffentlichen Eid und zu dem Eid auf die freie demokratische Grundordnung ist, den die anwesenden Richter oder die Staatsanwälte und alle anderen Mitglieder der Bar Association geleistet haben. Somit sind die Richter, die Staatsanwälte und der Anwälte befangen und gesetzlich absolut zwingend aufgefordert, sich öffentlich für befangen zu erklären. Das Versäumnis der gesetzlich zwingenden Aufforderung, sich für befangen zu erklären, ist die automatische Anerkennung der Beugung im Rechtsverkehr und oder der Vergewaltigungsabsicht und oder der Vergewaltigung und die Anerkennung der vollen Haftung des Richters, der Staatsanwälte und der Anwälte. Sie steht im Widerspruch zu Matthäus 6,24, Matthäus 5,33-37, Jakobus 5,12. Ist das auch klar? Gut. Die Vermutung der Immunität. Die Immunität des der Richter und oder des der Staatsanwälte und oder der Mitglieder der Bar Association besteht ausschließlich in der Treue zu dem öffentlichen abgelegten Eid. Die Annahme jedes der Mitglieder der privaten Bar Association, die volle Immunität zu besitzen, ist mit der betrügerischen Absicht bewusst falsch geleistet und zu dem Zwecke der Bereicherung. Der öffentlich abgelegte Eid erfordert gesetzlich absolut zwingend die Rechenschaft abzulegen. Das Zuwiderhandeln fordert gesetzlich zwingend bindend die unbegrenzte Haftung der Richter und der Anwälte. Die Vermutung der vollen Immunität und oder der Immunität über die Gerichtsbarkeit des öffentlichen Eides hinaus ist die reine Fiktion, schwachsinnig. Die Täuschung im Rechtsverkehr, und da haben wir mal wieder einen Fehler drin, zu dem Zwecke der Bereicherung und in der Vergewaltigungsabsicht. Die Vermutung der Immunität steht in dem Widerspruch zu Matthäus 12,37 und ist damit widerlegt. Auch klar? Gut. Die Vermutung der gerichtlichen Vorladung. Die angebliche Vorladung ist mit diesem Instrument zurückgeschickt. Können wir später noch drüber reden. Die Vermutung der gerichtlichen Vorladung. Die angebliche Vorladung ist mit diesem Instrument zurückgeschickt im Anhang. Ja, das kommt obendrauf dann. Über die Details sprechen wir später sowieso noch. Die angebliche Vorladung ist die fiktive Darstellung der bewusst unbegründeten und falschen Vermutung, welche die betrügerische Darstellung der Sprache verifiziert. Nach den bestehenden Gesetzen kann nur die verifizierte Anklage zu der realen Vorladung führen. 2. Mose 20,16, das 8. Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis wieder deinen Mitmenschen ablegen. Somit ist die Vermutung der gerichtlichen Vorladung null und nichtig und somit widerlegt. Die Vermutung der Bewachung. Die Lebenserklärung des lebenden Mannes Johannes Konrad verifiziert, dass der lebende Mann Johannes Konrad nicht die Sache und oder nicht der Gegenstand ist. Der Urheber der Strafverfügung, fiktiven Vorlagen und oder des Haftbefehls, fiktiven Haftbefehls, das muss man eben dann entsprechend einsetzen und den Rest rauslöschen und am besten in Schwarz umwandeln. Hat unter der Vorspiegelung der falschen Tatsachen mit der betrügerischen Darstellung der Sprache den betrügerischen Versuch gemacht, ohne den Wahrheitsgehalt Johannes Konrad zu der Sache zu erklären. Die Urheber und oder die Richter verifizieren somit die Inkompetenz und die Schwachsinnigkeit in dieser Angelegenheit. Somit ist die Vermutung der Bewachung widerlegt und ist automatisch die Anerkennung und verifiziert, dass der oder die Aufseher den lebenden Mann Johannes Konrad nicht in Gewahrsam nehmen können und oder dazu nicht die Berechtigung haben. Damit ist zweifelsfrei sichergestellt, dass die Mitglieder der Bar Association den Tatbestand der versuchten Vergewaltigung erfüllt haben und somit der Vergewaltigung schuldig sind. Somit ist die Schwachsinnigkeit des lebenden Mannes Johannes Konrad widerlegt und die Kompetenz des lebenden Mannes Johannes Konrad in der Angelegenheit verifiziert. Auch klar? Denke ich doch. Die Vermutung des Gerichts der Aufseher, die Vermutung des Justiziars und oder der Justiziare, dass der lebende Mann Johannes Konrad schwachsinnig ist und oder sei, ist die schwere Verleumdung gemäß 2. Mose 20,16. Die schwere Verleumdung des Justiziars verifiziert, dass der Justiziar unfähig ist, die Vorschriften zu verstehen und somit die Schwachsinnigkeit verifiziert ist und deshalb zwingend gesetzlich vorgeschrieben den Aufseher braucht. Der lebende Mann, Johannes Konrad, ist sich der Rolle und der Funktion des Aufsehers und des Exekutors des Trusts voll bewusst und weist die Vermutung, schwachsinnig und inkompetent zu sein, entschieden zurück.
Die beigelegte angeheftete Lebenserklärung verifiziert die Behauptung und/oder die Anklage der Inkompetenz und der Schwachsinnigkeit des Justiziars und/oder der Justiziare. Das ist, glaube ich, auch klar. Nummer 12, die Vermutung des Treuhandgerichtes. Die Vorladung des Treuhandgerichtes ist eine Einladung, der lebende Mann Johannes Konrad aufgrund der guten Erziehung folgt, um zu dem Zwecke der Wahrheitsfindung und der Verifikation der Angelegenheit auf den Grund zu gehen. Das Erscheinen des lebenden Mannes Johannes Konrad in dieser Angelegenheit ist kein Beweis der Akzeptanz, dass der lebende Mann Johannes Konrad das Treuhandgericht als den oder die öffentlichen Diener und/oder den die Regierungsbeschäftigten akzeptiert. Diese Annahme ist die schwere Verleumdung und die Verunglimpfung des lebenden Mannes Johannes Konrad. Somit ist die Gerichtsbarkeit über den lebenden Mann Johannes Konrad widerlegt und in der Folge null und nichtig. Sie ist auch in dem Widerspruch zu 2. Mose 20,16. Auch klar, glaube ich. Ne? Die Vermutung, dass die Regierung in zweierlei Rollen handelt. Die Vermutung, dass der lebende Mann Johannes Konrad auf die Rolle des Begünstigten durch das Schweigen oder Stillschweigen und/oder durch das Versäumnis verzichtet hat und den die Richter, Friedensrichter zu dem Exekutor und den die Staatswähler zu den Begünstigten gemacht hat, ist falsch und wird nur zu dem Zwecke der Bereicherung von den Mitgliedern der Bar Association vermutet. Der lebende Mann Johannes Konrad widerlegt mit dieser Niederschrift die Rechtsvermutung und verifiziert, dass der lebende Mann Johannes Konrad der Begünstigte in dieser Angelegenheit ist. Die Rolle des Treuhänders hält oder halten der die Richter gesetzlich zwingend und absolut. Die Rolle des Exekutors hält der Staatsanwalt oder die Staatsanwaltschaft. Die Vermutung des Exekuteurs de Chanton: Der lebende Mann Johannes Konrad hat alleinig die Rechte des Begünstigten auf seinen Körper, seinen Verstand und auf seine Seele in dem Hier und Jetzt. Die Vermutung des der Richter und der Mitglieder der Bar Association, dass der lebende Mann Johannes Konrad der Exekutor des Chanton sind des Tatbestands der schweren Verleumdung gemäß 2. Mose 20,16 schuldig. Des Weiteren erfüllt die durch die bewusst, ich weiß auch nicht, wie das da reingekommen ist. Das ist durch den Wechsel von Open Office zu Word, macht ja das Symbol und das muss man ändern. Das ist vielleicht die eckige Klammer. Okay, alles klar. Durch die okay. Ja, wir haben es auch, darum arbeite ich nur noch mit dem ODT oder dem Open Office. Okay. Des Weiteren erfüllt sie durch die bewusst falsche Vermutung weggenommene Position des Exekutors von dem wahren Exekutor, dem lebenden Mann Johannes Konrad, den Tatbestand des Diebstahls gemäß 2. Mose 20,15 und den Tatbestand der Gier gemäß 2. Mose 20,17 und Lukas 12,15. Somit ist die Vermutung, dass der lebende Mann Johannes Konrad der Exekutor de Chanton ist, schwachsinnig und somit null und nichtig. Somit verifiziert diese Vermutung die Inkompetenz und die Schwachsinnigkeit der Richter und des Staatsanwaltes. Die Vermutung der Inkompetenz. Die Vermutung der Inkompetenz ist hiermit zurückgewiesen. Der lebende Mann Johannes Konrad ist in dem vollen Wissen seines Standing als der Begünstigte, dass die Vermutung der Inkompetenz durch die Mitglieder der Bar Association ihn wider seines Willen und des besseren Wissens zu dem Treuhänder machen wollen, wenn in der Wahrheit der lebende Mann Johannes Konrad der Begünstigte ist. Dies geschieht durch die Mitglieder der Bar Association in der vorsätzlichen betrügerischen Absicht und ist die Verifikation, dass die Richter und/oder der die Anwälte und/oder die Anwälte der Vergewaltigung schuldig sind. Johannes Konrad ist in dem vollen Bewusstsein, dass er dieser Vergewaltigung widersprechen muss, damit er durch den Widerspruch nicht kriminalisiert wird und/oder ist. Damit ist die Vermutung der Inkompetenz null und nichtig. Die wissentlich und/oder vorsätzlich erklärte Vermutung steht in dem Widerspruch zu dem Gesetz aus 2. Mose 20,16, verifiziert die Inkompetenz und die Schwachsinnigkeit der Richter und der Mitglieder der Bar Association innerhalb deren Gerichtsbarkeit. Somit ist die Vermutung im Widerspruch zu Philipper 2, 3 und 4. Und dann sind wir bei der letzten Vermutung. Die Vermutung der Schuld ist in dem direkten Widerspruch zu der biblischen Grundlage, die den Beweis durch mindestens 2 Zeugen gemäß Matthäus 18, 16 verifizieren muss. Jede vermutete Anschuldigung, die nicht vor dem Aussprechen der Anschuldigung die bestätigte Wahrheit ist, stellt den
Tatbestand der schweren Verleumdung gemäß 2. Mose 20,16 dar. Die Mitglieder der Bar Association sind der Grundlage der Bibel und damit den Gesetzen der Bibel verbindlich und absolut zwingend unterworfen. Die biblischen Gesetze haben die höhere Rechtsebene als der geheime private Eid der Bar Association. Somit ist der private Eid der Mitglieder der Bar Association durch die Kraft der biblischen Autorität null und nichtig und die Rechtsvermutung der Schuld widerlegt. Da kann dann noch Lukas 20,15, Matthäus 7, 1 und 2, Römer 3, 27, 28, 32, 35, 20 und 21 zitiert werden. So, damit haben wir die 12 Rechtsvermutungen demoliert und auch den Richter, Staatsanwalt und die anderen Anwälte kriminalisiert. So, von hier jetzt werden noch ein paar andere Dinge geklärt. Das ist jetzt der dritte Teil des Affidavits. 17. Alle Rechtsvermutungen der Bar Association, die der Öffentlichkeit und/oder dem Affienten unbekannt und/oder nicht bekannt sind Kraft der biblischen Autorität null und nichtig und sind die Verschleierung durch die Mitglieder der Bar Association zu dem Zwecke der Bereicherung und/oder der Entehrung. Sie sind in dem Widerspruch zu 2. Mose 20,16. Artikel 17 haben wir reingeschrieben, weil wir nicht wissen, ob es weitere Barvermutungen gibt. Nachdem die Freimaurer auch gewisse Dinge aus der Bibel nehmen, ja, und da kommt eine weitere Frechheit. 12 ist ja die irdische Vollkommenheit. Und damit haben sie eine vollkommene Schweinerei gebracht. Ne? Wir haben Grund anzunehmen, dass es nicht mehr als 12 gibt, aber wir wollen uns nicht zu sicher sein. Mit Artikel 17 räumen wir weitere Möglichkeiten, die sie uns noch verheimlichen könnten, aus. Ja? Artikel 18. Die Verträge, die versäumt wurden, auf der Armeslänge abzuschließen und/oder nicht auf der Armeslänge abgeschlossen sind null und nichtig und sind zu dem Zwecke der Bereicherung. Somit sind die Verträge die Entehrung und/oder die Ehrenverletzung des lebenden Menschen und/oder die Vergewaltigung und/oder der Verschleierung und/oder die Beugung im Rechtsverkehr. Ich glaube, das ist auch klar. Verträge, die nicht willentlich und wissentlich in nasser blauer Tinte von dem geistig-sittlichen Wesen Johannes Konrad autografiert wurden und/oder sind null und nichtig und zu dem Zwecke der Bereicherung und/oder der Bereicherung Dritter. Somit sind die verantwortlichen Oberstaatsanwälte Annette Hüfner der Vergewaltigung und der Verleumdung nach 2. Mose 20,16 schuldig. Die Vertragsangebote in dieser Angelegenheit sind widerrufen und/oder abgelehnt und somit null und nichtig. Somit ist der Verantwortliche, sind die Verantwortlichen des Versuchs, des Betruges und sind der Entehrung schuldig. Das geistig-sittliche Wesen Johannes Konrad ist Teil der Schöpfung, somit ist die Würde und die Ehre des geistig-sittlichen Wesens Johannes Konrad unantastbar und unverhandelbar. Somit ist das geistig-sittliche Wesen Johannes Konrad nicht in der Gerichtsbarkeit des ernannten Richters. Das geistig-sittliche Wesen und/oder die Ankläger sind in der Gerichtsbarkeit des Global Common Law Court. Wir bringen das immer hinein, um sie systematisch in unsere Gerichtsbarkeit zu zwingen. Sollten sie dem nicht widersprechen, sind sie drin. Sind sie sowieso, aber Sie können sich ja einbilden, Sie seien es nicht. Und nachdem wir das geschrieben haben und Sie dem nicht widersprechen, kann man es Ihnen sogar hinhalten. Ihr habt es erlaubt, ihr habt gar nichts mehr zu sagen. Ihr könnt uns jetzt nicht mehr wegschieben. Artikel 23. Das geistig-sittliche Wesen Johannes Konrad, Ich Bin, ist Teil der göttlichen Schöpfung. Ja, das Ich Bin großgeschrieben hat einen ganz besonderen Rechtswert. Ja, damit ist es nicht angreifbar und das heißt, das, was dort steht, ich bin fertig. Das ist die Realität. Artikel 24. Das geistig-sittliche Wesen Johannes Konrad ist in dieser Angelegenheit nicht die Fiktion und ist in dieser Angelegenheit nicht die Holographie. Für die meisten scheint es neu zu sein, aber vielleicht hat man gesehen, es gibt ja jetzt holographische Shows. Die erste, die jemals gemacht worden ist, war vor ein paar Jahren in London, indem man einen toten Michael Jackson auf der Bühne über eine Laserholographie so
dargestellt hat, als wäre er dort anwesend. Man konnte es nicht sehen, dass er nicht anwesend war. Man hat durchlaufen können, aber man hat glauben können, er ist es. Und deshalb mussten wir diesen Begriff jetzt auch mit hineinbringen. Ja, wir sind keine Holographie. Also wenn Sie das behaupten wollen, dann sagen Sie, dann laufen Sie mal durch mich durch. Ja. Also bei mir würde es noch nicht so wehtun, aber es gibt einige, da würde es sehr wehtun. Ne. Also auch das muss leider rein. So, jetzt haben wir mit 24 den dritten Teil des Affidavits abgeschlossen. Das heißt also, alle möglichen Behauptungen, die Sie sonst noch bringen können, vertraglich, dass wir das und dieses und jenes nicht gemacht hätten oder gemacht hätten, ist damit abgestellt und sollte das komplett sein. Also Sie können da nicht mehr sehr viel draus drehen. Jetzt ab 25 kommen die ersten Anklagen. Und so sollen sie aussehen. Ja? Die Oberstaatsanwältin Annette Höfner ist der betrügerischen Darstellung der Sprache schuldig. Dadurch, dass sie Fiktion benutzen, ist es automatisch. Dieser Anklagepunkt bleibt immer in jedem Affidavit. Auch der nächste, dadurch, dass sie die betrügerische Darstellung der Sprache benutzt haben, kann ich sagen, ich lese jetzt nicht immer die Oberstaatsanwältin Annette Höfner, der Name geht mir schon auf den Hammer. Ich fange nur noch nach dem Namen an, dann sind wir auch früher zu Hause. Ist der Verletzung der Ehre und oder der Entehrung des lebenden Mannes Johannes Konrad schuldig? Damit haben wir die Entehrung auch geklärt und reingeschoben. Damit haben wir die Tür offen für den administrativen Prozess, brauchen wir gar nichts mehr drüber schreiben, wir brauchen nicht drüber diskutieren, geht schon los. Hat die Volksverhetzung geleistet in 27, ja, sie hat dazu beigetragen als Mittäterin eine Falschdarstellung, die Teil der Volksverhetzung wurde oder die Grundlage zur Volksverhetzung war und damit ist sie dieser schuldig. Bitte? Ja, das kommt noch, das hat noch nicht drin geschrieben, aber das mache ich heute Abend noch. Auf das freue ich mich ganz besonders. Dann ist der Nötigung schuldig, weil sie hat die Nötigung geleistet, das ist ganz klar, auch die Erpressung geleistet, denn kommst du nicht, bist du dran, das ist auch eine Erpressung, obwohl es gar keine Grundlage für ihre Handlung gibt. Damit hat sie auch die Vergewaltigung geleistet, die hat sie sogar mehrfach geleistet, weil sie auch behauptet hat, dass der Joe Conrad etwas gemacht hat, was er gar nicht gemacht hat. Und die Behauptung ist das Nehmen der Unschuld. Bitte? Ich habe sie noch nicht gesehen, aber das wird sich noch... ja, leider ist es keine kriminelle Handlung. Es sei denn, sie vergewaltigt. Also, aber okay. Sie ist der Verschleierung schuldig, weil sie nicht offenlegen will. Sie will auch den Dave Möbius nicht in den Zeugenstand haben. Damit ist sie der Verschleierung schuldig, weil der ja der Hauptzeuge ist. Also das ist der Grund, warum wir Verschleierung reinbringen können. Es gäbe auch andere Gründe, warum man die Verschleierung da hineinbringen kann. Ja? Ist egal, solange wir sie reinbringen können, beweisen können, können wir das so schreiben. Ne? Ist der Beugung in dem Rechtsverkehr schuldig? Ja, sie missbraucht das Recht, klar, Beugung im Rechtsverkehr. Hat die Unterlassung geleistet? Ja, sie hat unterlassen, das, was sie nach dem Gesetz und in ihrer Position zu tun hat. Damit ist dieser Punkt gegeben. Ja. 34. Hat dem Dave Möbius den Schutz versagt durch Amtsmissbrauch zu dem Schaden des Dave Möbius. Ja. Ist, glaube ich, auch klar. Hat den Amtsmissbrauch zu dem Schaden der Angela Marsch und dem Johannes Konrad geleistet. Hat den Vertrauensbruch geleistet durch den Interessenkonflikt gegen das Schutzbedürfnis des Dave Möbius. 37 hat versäumt, die strafrechtliche Verfolgung des psychischen Missbrauchs des Dave Möbius einzuleiten. Und daraus ergibt sich dann später noch etwas mit den anderen Handlungen. 38 hat versäumt, die Vergewaltigung des Dave Möbius zu stoppen und zu korrigieren. Damit ist
Annette Höfner der Mittäterschaft des Kindesmissbrauchs des Dave Möbius schuldig. Damit ist Annette Höfner des Kindesmissbrauchs schuldig. 39. Hat die schwere Verleumdung im Widerspruch zu 2. Mose 2016 geleistet. 40. Ist es Missbrauch der Position des Staatsanwaltes schuldig. 41. Hat versäumt, die sexuelle Nötigung der Pia Möbius zu stoppen. Damit ist die Oberstaatsanwältin Annette Höfner der Mittäterschaft des sexuellen Kindesmissbrauchs schuldig. Damit ist die Oberstaatsanwältin Höfner des sexuellen Kindesmissbrauchs schuldig. Damit ist sie als Pädophile erklärt. Die Beihilfe ist gleich die Tat. 42 ist der Strafvereitelung in dem Amt schuldig. 43 ist der Anstiftung zu der Bandenkriminalität schuldig. Ist der Mittäterschaft zu der Bandenkriminalität schuldig. Ist der Nötigung der Mitarbeiter der Polizei schuldig. Hat durch den Missbrauch im Amt die Mitarbeiter der Polizei kriminalisiert durch die Verschleierung. Hat die Falschdarstellung der Gesetze geleistet. Ist in der, das haben wir schon, das muss ich nochmal rausstreichen, hat den Zwang geleistet. So, wir werden noch einige andere Punkte, das was alles jetzt da steht, kann nochmal verdoppelt werden und dann zu dem Zwecke der Bereicherung hinten dran geschrieben werden. Das ist ein weiteres Verbrechen, das ist nicht das Gleiche. Ne? Dazu hat sie keine Bestallungsurkunde, keine Kontrollratsnummer, das können wir auch noch, hat die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht unterzeichnet und ist damit Reichsbürgerin. Und das wird auch noch so hineinkommen. Ja? Also alles ziemlich einfach. So, jetzt kommen wir, Moment, was willst du, auch was sagen? Hast du schon mal erlebt, dass bei Gericht ein Staatsanwalt gefragt wurde nach der Bestallungsurkunde oder nach der Kontrollratsurkunde? Wenn ja, was kam zur Antwort? Diesen Blödsinn diskutieren wir hier nicht. Aber das ist wunderbar, wenn Sie das sagen, weil das können wir ja dann auch entsprechend auswerten. Damit hat sie wahrscheinlich sagen, ja, ich bin so blöd, diesen Blödsinn diskutieren wir hier nicht, weil ich will ja meine Blödheit nicht zur Schau stellen. Also so dürfen wir das interpretieren. Die Schaf-Gesetze gelten und Schaf-Gesetz 52 sagt ganz klar. Da kann sie sagen, was sie wollen. Das können wir weiter anhängen. Was die nicht kapieren, dass sie in dem Moment, nur wenn das die einzige Aussage wäre, die verkehrt ist, Entehrung. Damit hat sie die Entehrung geleistet und es ist genug, um sie durch den administrativen Prozess zu schleusen und sie damit ja alle ihre Besitztümer zu entledigen. Wäre da auch reinzupacken, wenn der Joe Konrad im Prinzip beweist, dass es ein Rostock-Deutscher ist, dass er das Recht hat, ein staatliches Gericht zu verlangen? Das könnte er machen, aber das wird er nicht kriegen. Ne? Klar, können das machen. Aber ich möchte auch eines sein, wir sind ja hier in einer Kriegssituation und wir sind ja gute Strategen. Ne? Und gute Strategen wissen ja, dass man den Gegner einmal erschießen muss und wenn er schon tot ist, braucht man keine weitere Kugel verschwenden. Gut, jetzt kommen wir zu noch einem ganz, ganz wichtigen Teil. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Teile noch. Und diese 5 Teile, ist ja schön, dass das gerade groß genug ist, von dort bis dort, das muss in jedem unserer Rechtsbriefe stehen. Ja? Wir müssen eine Frist geben. Hier im Affidavit natürlich anders. Ja? Ich kann in dem Rechtsbrief kann ich nicht schreiben, jeder einzelne Anklage des Affidavits. Wir müssen also immer Fristen setzen. Hier im Affidavit, jeder der einzelnen
Jeder einzelne der Anklagepunkte dieses Affidavits muss individuell innerhalb von 30 Tagen widerlegt werden. Das Versäumnis der Widerlegung jedes einzelnen Anklagepunktes in diesem Affidavit innerhalb von 30 Tagen ist die automatische Anerkennung der Verifikation der einzelnen Anklagepunkte durch das geleistete Stillschweigen und somit verifiziert. Ja? Den Teil müsst ihr umformulieren. Ja? Und damit die Fristsetzung. Auch wenn die 30 Tage Frist sind, wir müssen es nochmal hineinschreiben, sonst fangen Sie an zu argumentieren, dann können wir sagen, hallo, hier steht's, was gibt es noch zu argumentieren, und haben gleich wieder eine Frage zurückgeschossen. Der zweite Abschnitt, den haben viele leider nicht gemacht, und ich kenne 4 Fälle persönlich, also das heißt also, die sitzen, weil ihnen die Nötigung angehängt wurde, weil sie das geschrieben haben. Du darfst heute nicht mal mehr einen Gerichtsvollzieher fragen, ob er nach dem Gesetz handelt. Dann werden sie schon mit der Nötigung kommen. Ja? Wir werden heute nur noch fragen, ja, wegen der mir auferlegten Nötigung, lieber Herr Gerichtsvollzieher, möchte ich Sie fragen, können Sie sich überhaupt ausweisen? Dürfen Sie überhaupt hier sein? Man kann nicht mehr mit seinem Schrott kommen, ja, weil es Schrott ist, zu behaupten, dass wir genötigt haben, weil die Nötigung ist durch den Gerichtsvollzieher geleistet, und damit haben wir das Recht zu fragen und es auch als Nötigung darzustellen. Ich dachte, du hättest deine Hand gehoben. Die war nur langweilig. Ja. Okay. Und die Nötigung kann auch erfolgen durch Briefeinwurf, muss nicht persönlich sein. Ist korrekt, und das werden wir auch immer so ausdrücken. Ja? Also in jedem Rechtsbrief bitte die Nötigung reinbringen. Wir werden es gleich erst, ich habe deinen Namen vergessen. Entschuldigung. Der Gerichtsvollzieher hat ein eigenes Haus, hat sein Büro in dem Haus und lädt mich ein. Muss ich hingehen? In seinem Schiff? Hast kein Problem damit, nimmst Affidavit mit und sagst, du kommst ja hier nur, um die Angelegenheit zu sehen, du erklärst dich damit nicht schuldig. Sollte er irgendetwas daraus ziehen, ist es eine Nötigung, steht im Affidavit drin, er hat sowieso genötigt und sind ihm angeklagt. Entehrung, administrativer Prozess. Ja, nochmal eine Frage zur Frist. Wenn man als eine Einladung bekommen hat, einen Geschäftsvorschlag sozusagen, und dieser Termin ist nicht innerhalb von 30 Tagen vorher mit Frist der Zusendung des Dokumentes einzuhalten. Ab wann soll die Frist gesetzt werden und wie viel Frist ist mindestens angesetzt? Von unserer Seite? Ja, von unserer Seite. Weil wir werden verschiedene Fristen setzen. Natürlich, wenn und die Gegenseite irgendeine Behauptung macht. Also wir sagen, wir wollen diesen Vertrag haben und sagen, ja, weil da und das drin steht, und Sie behaupten, es steht was anderes drin, dann können wir Ihnen sagen, dass wir Ihnen 72 Stunden geben. Dann können wir sagen, sollten Sie innerhalb von 72 Stunden diesen nicht vorzeigen können, dann gibt es ihn nicht. Ne? So, auf die Tour. Also das ist das, was wir damit ausdrücken wollen. Versäumnis innerhalb von 72 Stunden diesen Vertrag oder was es ist, vorzulegen, ja, ist die automatische Anerkennung, dass die Behauptung Ihres, also des so und so, null und nichtig ist und verifiziert, dass dieser Vertrag nicht existiert. Also das wäre eine. Wir müssen aber auch realistisch in verschiedenen Dingen sein. Ja, wir sind ja keine Unmenschen, die sind es, aber wir sind es nicht. Und deshalb werden wir bei verschiedenen Angelegenheiten Ihnen 7 oder 14, 21, 28 Tage geben. Nach 30 Tagen wird es sowieso Gesetz. Ja? Gesetz ist das. Ja? Ein stillschweigendes Übereinkommen ist auch ein Gesetz. Nach 30 Tagen wird es wirksam. Ja, weil wir ja auch eine Gesetzesnummer haben, und das ist das Postlabel. Falls es da noch spezifische Fragen gibt, können wir morgen UPU
Briefverkehr können wir noch behandeln. Ich möchte da jetzt nicht hineingehen, weil wir sonst sehr wichtige Punkte für heute verlieren. Aber du musst ja trotzdem eine Frage stellen. Ja, ganz kurze Frage. Und zwar, ich habe ein Affidavit geschrieben und habe aber den Staatsanwalt nicht in Klammern gesetzt. Es ist kein Verbrechen. Er behauptet ja, dass er einer ist. Wir wollen es ja nur in Frage stellen, aber es ist kein Verbrechen. Lass das mal so stehen. Nein, das kannst du stehen lassen. Ja? Okay, zurück zu dem Text. Durch die dem souveränen lebenden Mann Johannes Konrad auferlegte Nötigung ist es dem lebenden und souveränen Mann Johannes Konrad gesetzlich zwingend vorgeschrieben, dieses Instrument der Oberstaatsanwältin Annette Höfner zukommen zu lassen. Der lebende und souveräne Mann Johannes Konrad will nicht kriminalisiert sein und oder nicht Mittäter der kriminellen Handlungen sein oder werden. Nachdem ja Richter immer einen Grund brauchen, ja, dass wir uns rechtfertigen, wie sie es so sehen, dann erklären wir, warum wir das tun, weil wir wollen nicht kriminalisiert werden und deshalb reagieren wir auf die Nötigung und das schreiben wir hinein. Diesen Teil könnt ihr so übernehmen in jedem eurer Rechtsbriefe. Und ich empfehle es euch so zu schreiben, auch wenn das unangenehm, unvertraut oder irgendetwas unklingt. Das rettet jeden, der der Nötigung angeklagt werden könnte. Ja? So. Gibt es da noch Fragen dazu? Zu diesem ist klar, ja? So, das nächste ist die Inkenntnissetzung des Prinzipals, ist die Inkenntnissetzung des Agenten. Die Inkenntnissetzung des Agenten ist die Inkenntnissetzung des Prinzipals. Worüber reden Sie? Ich habe überhaupt nichts empfangen. Ja, Sie haben es aber geschickt bekommen. Nochmal, die Inkenntnissetzung des Prinzipals ist die Inkenntnissetzung des Agenten. Die Inkenntnissetzung des Agenten ist die Inkenntnissetzung des Prinzipals. Also es kann niemand sagen, habe ich nicht gekriegt. Ach, meine Sekretärin muss das verlegt haben. Nein, nicht möglich. Und wenn der Chef nicht fähig ist, seine Leute so zu organisieren, dann soll er sich sowieso aus seinem Job entfernen. Dann muss er gefeuert werden. Ja? Dann hat er einen Organisationsverschub. Ja. Und noch andere auch wahrscheinlich. Ja? Aber wir schreiben das trotzdem rein. Es sollte so sein, aber wir machen das ganz klar. Gibt es keine Diskussionsgrundlage mehr. Das nächste ist, alle Rechte vorbehalten. Ja? Egal, was wir im Sinn haben oder was da steht, wir behalten uns alle Rechte vor. Und bitte nicht kommen jetzt, wie es einige tun, und schreiben, ja, UCC dies, UCC das, das Recht das, jenes Recht das. In dem Moment, in dem wir das da drunter schreiben, ist das ganze Affidavit kaputt. Weil damit beweisen wir, dass wir im Recht inkompetent sind. Entweder sind alle Rechte vorbehalten oder wir zählen sie alle auf. Ich bin dafür, dass wir bei alle Rechte vorbehalten bleiben. Ja? Da sparen wir uns viel Zeit und viel Ärger. Ja? Die fangen nämlich an, uns da zu zerlegen. So, und den 5. Teil, den wir reinschreiben, das Definitionsrecht ist alleine dem Verfasser vorbehalten. Ja? Das heißt, egal was ihr glaubt, ich hätte gesagt, das, was ich gesagt habe, basiert auf meinen Definitionen und deshalb habe ich das Definitionsrecht. Alles klar soweit? Ja. Gut. Meine Definition. So ist es. So. Man muss das Affidavit dann auch noch entsprechend abschließen. Der souveräne lebende Mann Johannes Konrad bereitet mit dem unbeschränkten Wert frei durch den Willen und das Wort nach dem besten Wissen und dem guten Glauben, dass die Erklärungen und oder die Behauptungen in diesem Instrument wahr, richtig und vollständig sind. Die AGB des lebenden Mannes Johannes Konrad sind der Oberstaatsanwältin bekannt und ist ohne den Widerspruch akzeptiert. Unveränderte und komplette Ablichtungen, Kopien dieser originalen Bekanntmachung sind erklärtermaßen Originale. Datum, dann Autograph, Copyright, Copy Claim, da
autografiert ihr und dann haben wir noch etwas Schönes. Es ist ein wunderschönes Wort in diesem Zusammenhang, Zeugen. Wenn ihr ein Affidavit der Wahrheit schreibt und es autografiert und die andere Seite könnte ihm widersprechen, dann reicht es, wenn eine Unterzeichnung da ist, die das widersprechen. Habt ihr aber Zeugen, wir haben mal ein Dutzend Zeugen, dann müssen die wir schuldig gesprochen haben, ein Dutzend Idioten finden, die für sie lügen. Schaffen sie nicht. Darum ist es schön, auch Zeugen zu haben. Und wenn es 12 Zeugen sind, also inklusive, also 11 Zeugen plus dem Affianten, der auch ein Zeuge ist, er bezeugt es ja, aber also im ganzen, dann ist es sowieso öffentlich und dann kann gar nicht mehr viel gemacht werden. Dann kann es auch jederzeit der Öffentlichkeit vorgelegt werden, auch wenn das vor the Court of Public Record nicht dort steht. Kann man das da reinkopieren oder muss er die live unterschreiben? Die müssen eigentlich live unterschreiben, genau genommen schon. Zumindest sollten sie sagen, okay, wenn es reinkopiert wird, ich bezeuge das. Ja? Sie müssen es gesehen haben. Es kann es nicht einfach sagen, ja, so war es und ja, das wäre unehrenhaft und das wollen wir nicht tun. Okay, das ist das Affidavit. Ich habe noch eine Frage zu der nassen blauen Tinte. Muss das ein Füllfederhalter sein oder ist auch ein Tintenroller erlaubt? Tintenroller ist auch erlaubt. Ja. Es sollten, wenn Farben benutzt werden, benutzen wir 2 Farben, Rot oder Blau. Ja. Bitte von niemandem Schwarz oder Grün oder irgendeine andere Farbe unterzeichnen zu lassen. Ja. Es ist, nachdem wir unter Seerecht sind, hier, the Maritime Law, auch auf unserem Boden, der jetzt Grund heißt, deshalb, können wir ohne Schwierigkeiten in nasser blauer Tinte unterzeichnen. Damit zeigen wir, dass wir auch die Maritime Laws oder Seerechts anerkennen, was kein Problem ist, weil es darf sowieso mit dem Biblischen nicht kollidieren. Sie erkennen es sowieso an und wir beziehen uns mit der nassen blauen Tinte darauf, dass wir sie unter ihrem eigenen Gesetz binden. Das heißt, sie können da nicht mehr heraus. Beantwortet das die Frage? Nein, noch eine Frage. Moment! Bezüglich der Farbe nochmal. Es wird grundsätzlich alles schwarz gemacht, nur oben das, was grün war, die Nummer, die bleibt sowieso immer gleich und die wird auch in grün gemacht, oder? Nee, die haben wir nur, wir haben ein Blatt dazu, das eine Erklärung ist und damit ihr im Blatt die Farben besser, weil wenn Unklarheiten sind, grün ist klar, dass das nicht blau ist. Ne? Haben wir das grün gemacht, es ist vergessen worden, in grün umzuformen. Wir machen alles schwarz. Das, was rot war, was Sie gesehen hat, das steht jetzt noch drin, weil noch nicht klar ist, was genau reingeschrieben werden muss. Ihr kriegt es in Farbe. Okay, da muss man was ändern. Ja, es ist überall, ganz oben steht in Rot Z, ja, also ZZZZ. Das kommt 3-mal vor und dann müsst ihr nur reinkopieren, ja. Und dann braucht das gar nicht mehr suchen. Also es werde schon sehen, Z ist da und da und da. Dann ist Doppelpunkt XXXX, Doppelpunkt XXXX ist euer eigener Name. Das gleiche in Y ist die angegriffene Seite. Dann haben wir noch die DUNS-Nummer, das PPP steht für den postalischen Code. Und ich glaube, das war's dann. Da gibt es eine Legende dazu, oder? Das kriegt ihr auch dazu. Schon noch eins. Nein, ich war nur eine jetzt. Was? Der Zeuge ist das mit Daumenabdruck bei dem Affidavit? Da kommen wir noch drauf. Die Ausfertigung technisch muss ich euch jetzt noch zeigen gleich, weil da sind noch ein paar Punkte, die wichtig sind. In den meisten Verträgen ist ja immer, wenn man einen Notarvertrag macht, eine salvatorische Klausel drin. Ist es beim Affidavit notwendig oder nicht notwendig? Ist du alle Rechte vorbehalten abgesichert, oder? Ja,
Und außerdem sind wir im biblischen Rechtskreis und da gibt es nicht, dass man das und was weiß ich und das macht und wie sie sonst noch machen wollen. Also sie sind ja in einen Rechtskreis gebunden und das ist der Rechtskreis der Wahrheit und alles Wischiwaschi ist ja damit nicht mehr erlaubt. Ja? So. Ja. Hattest du dann schon mal oder gab es schon Verhandlungen mit dem Affidavit, der abgesendet worden ist? Sind die Verhandlungen eröffnet worden oder wird das alles so meistens stillschweigend dann irgendwie? Also verläuft es dann im Sande? Oft, wenn die. Also traut sich dann ein Richter oder Staatsanwalt nur eine Verhandlung dann aufzumachen beim unwidersprochenen Affidavit? Ja, die versuchen trotzdem ihren Schrott durchzuziehen. Das werden sie. Es liegt an uns, dann einzuschreiten. Das ist allerdings nicht immer ganz einfach, vor allen Dingen dann, wenn sie ja so feige sind, dass sie eine ganze Brigade des Schlägereinsatzkommandos mitschicken müssen. Es sind verschiedene Fälle durchgezogen. Also im Mai haben wir in Österreich, das war unter Leitung Wolfsberger, durchgezogen, als dem Richter dann, als das Affidavit hingeschoben bekommen hat, klar gesagt worden, dass er jetzt in einem Problem ist. Der war etwas großmäulig noch geworden und das wurde sehr schnell abgestellt, indem man gesagt hat, ich glaube, wir treffen uns besser auf Privatgrund und da ist es dann geregelt worden und damit ist eine Promissory Note, weiß ich nicht mehr welche Bank, wir arbeiten mit zu vielen Bankproblemen, ich glaube, es war die Raiffeisenbank, ist damit die Bank abgewiesen worden, weil sonst der Richter in die private unlimitierte Haftung gekommen wäre. Und der wusste genau, was das ist. Also dem haben die beiden Dinge nicht gefallen, die Haftungsmöglichkeit und das Affidavit. In Deutschland sind Fälle zurückgezogen worden. Wir haben in Deutschland auch Affidavit reingeschoben, das also den lieben Richterbundsvorstand, ein ganz spezieller Freund in der Thematik, der Zwangsversteigerung durchgedrückt hat, aber die Zwangsversteigerung hat für 183 Tage keinen Effekt gehabt. Das Geld lag drin und die Hausbesitzer waren die 183 Tage drin. Nach 183 Tagen hat leider einer der Familienmitglieder eine 1,2 Millionen Forderung gegen den vermeintlichen Käufer gestellt. Dann haben die Panik gekriegt und haben über einen Rechtsanwalt eine Gewaltaktion geleistet. Macht aber nichts. Wir haben nur 100 Tage gebraucht, so der Ding. Und das ist alles wunderbar im Laufen. Jetzt geht der Prozess, Entehrung, administrativer Prozess damit eingeleitet von sich. Wir haben auch mit dem Affidavit verschiedentlich sehr, sehr gute andere Erfahrungen gehabt. Zum Beispiel Tochter von der Dana Erni in der Schweiz, die auch ein ganz, ganz starker Kämpfer ist, die sie natürlich auch versuchen fertig zu machen. Sie hat einige Affidavits geschickt und in einem Fall war das passiert, also ihre Tochter sollte angeblich etwas gemacht haben, was gar nicht stattgefunden hat. Das war eine Erfindung. Hat natürlich, nachdem Dana Erni nicht sehr geliebt ist, also wir lieben sie schon, aber die andere Seite eben nicht, ist sie angegangen worden. Dann hat man dem sehr frechen Polizisten, der fast eine Vergewaltigung im Verhör geleistet hat, zumindest verbal, der hat dann ein Affidavit bekommen und hat das zweite und dritte natürlich bekommen. Der wurde dann sehr still. Die Tochter von der Dana war dann irgendwann am Bodensee, das war Nähe Bodensee, am See am Abend mit einer Gruppe Jugendlicher, also aus ihrem Bereich, nichts angestellt, aber es gibt so verschiedene Polizisten, die eben glauben, sie müssten andere terrorisieren. Und wie die Zufälle so spielen, kam da dieser Polizist mit seinem Kollegen und wollte also die Ausweise sehen. Dann sagte die Tochter von der Dana, die sich auch mit dieser Rechtsangelegenheit befasst, also mit Rechtsangelegenheiten, in der Schweiz gibt es keine Ausweispflicht. Und dann schaute er sie an und hat gesehen, wer sie ist.
sagt er zu seinem Kollegen, wir fahren weiter. Ja. Im gleichen Fall, ja, die Dana ist ja so stark in ihren Argumenten, dass es 2 Staatsanwälte braucht. Die haben dann auch Anklage an sie geschrieben, dann haben wir wieder Affidavit geschrieben, das war natürlich auch nicht nettes Affidavit. Und es kam erstmal nichts. Und 10 Tage später haben wir dann die erste Erinnerung geschrieben. Und 5 Tage später kamen 2 Briefe. Ja, wir haben ja 2 Briefe an 2 Staatsanwälte geschickt. Aber die kamen nicht von den Staatsanwälten. Die kamen von Generalbundesstaatsanwalt der Schweiz. Ja, ganz oben, Chef. Nichtannahmeverfügung. Der wollte nicht, dass man, oder die wollten sich rausfinden, dass es das 3. Mal geschrieben wird. Darf ich sagen, was ich gedacht habe? Es ist etwas ordinär. Ich habe mir nur gedacht, du Arschloch bist jetzt auch in der Haftung. Ja, damit ist er in der Haftung, weil er nämlich damit die Bandenkriminalität geleistet hat, mit den anderen zusammen. Es ist jetzt eine Bande geworden. Ne? Natürlich haben wir das 3. Mal geschickt, weil ich werde mir doch nicht von einem dahergelaufenen Staatsanwalt oder angeblichen Staatsanwalt, ob der Bundesgeneral oder General oder Bund oder sonst was ist, vorschreiben lassen, was ich nach dem Gesetz darf. Natürlich ist nichts mehr gekommen. Ruhe, weil sie Angst haben. Wir hatten auch einen Fall, der jetzt öffentlich werden kann. Ich war aber auf einem Seminar, das am Nachmittag angefangen hatte und bis in die Nacht hineingegangen ist in der Schweiz. Und ist ja bekannt, ich habe englische Nummerntafeln auf meinem Auto. Ist ja auch alles richtig so. Ich bin zu diesen Treffen gefahren und ich bin aber mit dem Schweizer Fahrzeug gekommen. Es war aber jemand anderer da, der lebt dort, ist auch Schweizer, hat aber englische Kennzeichen. Und das hat nicht so ganz dann gepasst. Die wurden dann auf der Autobahn abgepasst. Und es ging ziemlich wild zu. Da wurden auch Waffen gezogen und es ging also ziemlich heiß zu. Und die beiden waren ziemlich klar da oben, was los ist, haben sofort Aufnahme per Handy mitgemacht. Ja. Und ja, wurden aus dem Auto gezerrt, verhaftet und ja, denen wurden auch die Aufnahmen abgenommen. Nur eins wissen die bis heute noch nicht bei der Polizei, dass Verschiedenes über WhatsApp sofort an einen unserer Mitstreiter gesendet wurde. Und dann haben sie natürlich nicht gewusst, dass die Datenvernichtung gar keine ist. Das war nur eine Kopie, die sie vernichtet haben und nicht das, was sie gebraucht haben. Daraus hat sich ergeben, dass wir ein nettes Affidavit geschrieben haben. Und es sollte ja alles Mögliche werden. Es war eine Anklageschrift. Und das ist jetzt 5 Monate. Es war ziemlich kalt damals. 5 Monate, 6 Monate her. Glaubt ihr, wir haben was gehört von denen? Nichts mehr. Ganz klein geworden. Also wir haben schon einige Fälle. Wir haben natürlich auch andere Fälle, die schiefgegangen sind. Aber warum sind sie schiefgegangen? Ja, weil nicht gehört wurde. Und wenn ich heute die Erfahrung habe und ich weiß, dass dieses Affidavit funktioniert, so wie wir es geschrieben haben, dann braucht keiner kommen und glauben, er muss es umschreiben. Weil die meisten gar nicht wissen, was sie umschreiben. Und das ist nicht gemeint, oder in irgendeiner Form gemein zu sein, sondern ich werde auch einem Mechaniker, wenn ich gerade ein Lehrling bin, nicht erklären, wie er Autos zu reparieren hat, wenn er es mir beibringen soll. Ja. Ich möchte das nicht sagen, das klingt arrogant, ja. Es ist aber nicht so gemeint, es ist eine Realität. Ich meine, wenn ich nicht mehr wüsste aus der Thematik als ihr, dann würde ich hier sitzen und ihr da vorne stehen. Ja? Und deshalb kann ich sagen, gewisse Dinge müssen gemacht werden in der richtigen Form. Und ich komme aus der Automobilindustrie, dort Beratung, Forschung, Technik, Entwicklung. Ich habe alles gemacht, was möglich ist. Und alles, was ich gemacht habe in meinem Leben,
habe ich erstmal selbst gemacht. Jeden Prototypen, den ich entwickelt habe, den habe ich selber ausgetestet. Ich war im Rennbereich auch tätig. Ich habe gewisse Dinge auch für Paris-Dakar gemacht. Ich habe zum Glück niemals darunter müssen und mich im Wüstenstaub rumwälzen müssen, aber ich habe mich oft im Schnee wälzen dürfen, in der Nacht, unter schwierigen Bedingungen, einfach um Dinge zu machen, die eben gemacht werden mussten. Ich habe nicht gesagt, geh mal jemand dahin und regel das. Nein, ich habe es selber gemacht. Und warum habe ich es selber gemacht? Weil ich wissen wollte, ob es funktioniert. So, und das ist meine Praxis, 30 Jahre. Ja, da gehe ich jetzt nicht ins Recht und sage, nö, ich schreibe mal was und ihr probiert es. Wir haben es probiert. Wir haben die Resultate gehabt. Und weil wir die Resultate gehabt haben, haben wir gesagt, okay, das funktioniert. Soll mir erstmal einer beweisen, dass das, was ich hier hinlege, nicht funktioniert. Ja? Dann muss ich anfangen umzudenken. Dann muss ich mich verbessern. Aber bisher hat es funktioniert, wenn es so gemacht worden ist, wie ich gesagt habe. Und wie einfach es ist, es zu machen, ist das Beispiel, das ich gerne nehme. Einige wissen es, die kennen den Namen jetzt schon, sie haben es nur noch nicht kennengelernt, aber irgendwann werdet ihr sie auch kennenlernen. Die Ricarda. Die Ricarda, der haben sie alles genommen bis aufs Fahrrad. Und die lässt sich nicht unterkriegen, ist eine richtig harte Nuss, ist ein sehr interessanter Mensch. Und die kam zu mir auf das Seminar. Sie wurde eingeladen, sie hatte nichts und sie kam zu mir und fragte mich, mich hat der Uwe, das ist ein Bekannter von mir, der auch Veranstaltungen macht, eingeladen zu diesem Seminar und sagt, das müsste ich mir mal anhören. Dann sagt sie, was kostet das Seminar? Und dann sage ich, gewöhnlich 50 €. Und dann sagt sie, das habe ich nicht. Der Uwe wollte das für mich bezahlen, das will ich aber nicht. Und dann habe ich sie angeschaut, okay, du willst hier sein, willst aber bezahlen und kannst nicht und lässt, okay, du bleibst hier. Das war also das, was ich ihr gesagt habe. Und sage, du setzt dich hin und hörst zu. So, Ricarda war von da an immer dabei. Sie hat sich nie leisten können, dabei zu sein, aber sie war dabei, weil wir das wollten. Und ich habe gesehen, dass sie ein Potenzial hat. Und dann saß sie vor nicht allzu langer Zeit im Seminar und sagt, Peter, ich brauche dich jetzt für diesen Fall. Dann habe ich gesagt, Ricarda, ich kann da nicht da sein. Ich gehe nicht hin, wenn du nicht mitkommst. Also es ging dann hin und her. Das ging eine ganze Stunde in dem Seminar, hin und her. Ricarda wollte nicht gehen, weil sie sich nicht sicher war. Ja, ich habe ihr auf die Harte eben nachweisen müssen, dass sie das kann und dass sie alles hat und dass alles da ist und hin und her. Und sie hat sich dann irgendwann bereit erklärt. Sie ist dann eben in dieser Situation eingeknickt und hat mir versprochen, okay, ich habe verstanden, ich gehe und mache das. Und Ricarda hat genau das gemacht, was man ihr vorgegeben hat. Ricarda war an dem Tag noch sehr unsicher, als sie mit mir gesprochen hat. Einige Tage später ruft sie mich an und hat gesagt, ich muss dir das erzählen. Ich habe es gemacht. Ich war im Gericht, ich habe gewonnen. Es hat nicht mal 7 Minuten gedauert. Ja? Sie hat genau das gemacht, was sie zu tun hatte. Was heißt das? Wenn wir schreiben, wenn wir gewisse Dinge im Affidavit schreiben, dann haben die ihren Sinn. Ich darf nicht das UCC hier hineinbringen, nur weil ich denke, ich muss mich im UCC bewegen. Es ist ein Grund drin, warum. Es ist ein Grund für dieses Affidavit, warum wir das UCC nicht hineinbringen. Das haben verschiedene gemacht und haben sich damit, aus denen sie nicht mehr herauskommen. Weil der Richter sofort weiß, die Richter wissen, wer das Affidavit konzipiert hat. Und die wissen auch das Schema. Jetzt sehen sie da einen Unterschied und die sind nicht ganz so dumm. Sie sind nicht die Gescheitesten, möchte ich nicht sagen, aber so dumm sind sie nicht. Und dann sehen die Dinge und dann wissen sie, der weiß ja gar nicht, wovon er redet. Und wie lange halten wir dem stand? Nicht lang genug. Ich bin ein Stratege für die Sicherheit. Ich mache Experimente selber. Ja? Also ich gehe nicht raus und verpasse anderen eine blaue Nase in den Fällen, ja, auch wenn es nicht meine Fälle sind. Ich hole mir die blutige Nase, ich hole sie mir selber. Ich will wissen, warum ich sie kriege. Ich will sehen, wie der Schlag kommt. Dann weiß ich in der Zukunft, wie ich ihm ausweiche und nicht jemand anders schlagen. Und dann muss ich mir von einer Drittpartei erklären lassen, warum das passiert ist. Das funktioniert bei mir nicht. Ja? Und deshalb schreiben wir die Dinge so. Oder ich schreibe sie so. Es ist also alles gezielt da.
Ich kann die Fälle lösen in meiner Art, aber nicht kochen von 2 Kochbüchern. Mein Kochbuch funktioniert. Ich meine, wem mein Futter nicht schmeckt, der kann ja ein anderes Kochbuch nehmen. Ja? Habe ich nichts dagegen. Aber bitte nicht anfangen mit den Dingen, die wir machen, und dann was anderes weitermachen. Und wenn ihr mit einer anderen Tour angefangen habt, dann bleibt bei der Tour. Die meisten von hier, die schauen sich immer wieder Fußball an, nehme ich an. Oder ist es eine schlechte, falsche Annahme? Okay. Aber, bitte? Habt ihr aufgehört? Okay, ich bin kein Fußballfan, ja, aber darf ich ja gar nicht laut sagen, ne? Sonst lasse ich mich nicht mehr rein. Nee, Fußball ist uns sicherlich nicht unbekannt. Ihr wisst ja, da sind so 2 Tore und da sind 22 Leute, die rumrennen und einer rennt mit der Pfeife hinterher. Ne? Das wissen wir ja alle. Und dann sind noch 2, die wedeln mit der Flagge da an der Seite. Das ist Fußball. Ne? Und dann gibt es aber noch jemanden, der schaut mit bösen Augen zu, wenn also in das Tor was reingeschoben, die Kugel reingeschoben wird, das sie nicht wollen. Ne? Und der da steht, den nennen sie ja den Manager des Teams. So, was macht der, wenn er managt? Der baut Strategien zusammen. Und da sitzen wir oft da, also die Fußball spielen. Ich sehe immer wieder meine Mutter, die hat sehr viel Zeit, dann schaut sie auf Fußball und findet es ganz interessant. Und da sieht man, die folgen einer Strategie und dann stehen wir alle da und sagen, warum ändert er das nicht, warum ändert er das nicht? Der Grund, warum er das nicht ändert, ist, man könnte eine Strategie alle 5 Minuten ändern. Das funktioniert nicht so gut, mal probieren wir was anderes. Funktioniert mal, dann probieren wir wieder was anderes. Und das ist immer verkauft. Die kommen überhaupt nicht zum Spielen. Da kriegen sie nur einen auf den Deckel, ja? Und verlieren. Und es ist genauso hier. Wir sind auf einem Feld- oder Kriegsschauplatz. Wir können nicht alle 5 Minuten die Strategie verändern. Entweder macht er es so, wie ich es vorgeben kann, oder benutzt das, was andere erfolgreich gemacht haben. Aber keine Mischerei. Ja? Und das ist das, was sehr, sehr wichtig ist. Folgt ihr den Dingen, die wir bereits ausgetestet haben? Und ich kann sagen, dass ich lieber Richterbundsvorstand Gnieser, hinter dem ich her bin, aus einigen Gründen, der würde mich gerne abservieren, weil ich bin für ihn gefährlich. Weil es ist meine Hauptaufgabe oder nicht Hauptaufgabe, oder das, was ich wirklich erreichen will, außer der Gerechtigkeit, ist Pädophile jagen. Er weiß, dass ich hinter ihm her bin. Ich sage, ich bin zu diesem Zeitpunkt, sage ich nicht, dass er ein Pädophiler ist, aber ein Protektor der Pädophilen. Und damit ist er für mich schuldig. Und nach dem Gesetz auch. Er weiß, dass ich das weiß und was meine Intention ist. Er wollte mich aus dem Weg räumen. Kann er nicht. Staatssicherheit geschickt, weil ich ja auch hinter dem lieben Christian Schwarzer Finanzamt oder ehemaliger Finanzamtdirektor Reda Wiedebrück her bin, weil ich ihm die Geldwäsche nachgewiesen habe. Und zwar einen aktuellen Betrag. Ja? Es ist leicht zu behaupten, dass Al Capone Geldwäsche betrieben hat, aber nachdem niemand einen Betrag nachweisen konnte, konnte man die Geldwäsche auch nicht nachweisen. Ne? Muss ein genauer Betrag sein. Wir konnten dem Christian Schwarzer Finanzamt Reda Wiedebrück einen aktuellen Betrag nachweisen der Geldwäsche. Na, das geht nicht gut. Es geht natürlich auch nicht, ist auch nicht leicht zu schlucken, wenn wir wissen, wo er wohnt, ja, wie sein Pferd heißt und wo es eingestellt ist. Und da hat er natürlich sauer darauf reagiert. Und nachdem Reda Wiedebrück nicht weit von Bielefeld ist und dann die Stadt Bielefeld, dann kam das alles schön zusammen und dann in der Akteneinsicht war ich dann auf einmal konfrontiert mit 8 netten Menschen von der Staatssicherheit und der Polizei Bielefeld. Also warum macht er das? Um mich aus dem Weg zu räumen. Warum will man mich aus dem Weg räumen? Ich kann nur unangenehm sein, wenn das, was ich mache, funktioniert und ihnen sehr gefährlich wird. Also irgendwas mache ich richtig und wenn ich das richtig mache, dann sollte man das auch übernehmen. Ich möchte aber nicht sagen, dass ich der Einzige bin, der das richtig macht. Es gibt andere auch, aber ich stehe heute da und kann euch etwas geben, was ihr benutzen könnt und ich versuche das auch auf der menschlichen Art und Weise machen, nicht als Geschäftsmodell verkaufen. Ne? Genauso wie der Detlef.
das, was er hier macht, nicht als Geschäftsmodell macht, sondern weil er die Gerechtigkeit sucht oder die Gerechtigkeit liebt und weil er junge Menschen und andere Menschen, die keine Möglichkeit haben, ihre Rechte mehr einzufordern, weil sie nicht stark genug sind, weil sie eben zu schwach sind. Deshalb sind wir da. Ja? Und deshalb sollte man sehr gut überlegen, wie man arbeitet. Und wenn ihr einer Richtung folgt und sie durchzieht, werdet ihr sehr viele Ressourcen, Enttäuschungen sparen. Die Ressourcen werden Zeit, Energie, Emotionen, finanzielle Mittel sein und Gesundheit, die man sich dadurch spart. Ja. Macht das Sinn? Ja. So. Und das ist meine Intention. Ich will nicht der große Karl-Peter Hofmann sein. Ich bin nur etwas länger als der Durchschnitt. Das macht mich aber nicht groß. Ich bin Mensch und darum bin ich hier und deshalb mache ich das hier. Und möchte auch all den anderen, die sich genauso einsetzen, den Erfolg wünschen. Ich möchte auch mit ihnen kooperieren, kein Problem. Und diejenigen, die genauso arbeiten wie ich, werden euch auch sagen, entweder macht er das vom Hofmann oder meine Sache. Und ich sage, entweder macht er die Sache vom Hofmann oder deren Sache. Ja? Bitte nicht mischen. Helfen tue ich trotzdem. Rat könnt ihr trotzdem bekommen, aber bleibt bei einer Methode. Ja, und damit sind wir nochmal mit der Methode. Der Abschluss der Methode ist natürlich immer strategisch richtig zu arbeiten oder vorzubereiten, damit wir zum Erfolg kommen. Und das ist immer noch das Kollektiv. Ich bin nicht der Einzige, der hier etwas einfließen lassen kann. Ja? Ihr alle könnt etwas. Und damit sind wir wieder beim Zusammenschluss. Und das werdet ihr auch, hoffe ich, tun. Denn sonst wäre ich ein wenig enttäuscht, wenn ihr auseinandergeht und nicht euch zusammenrauft. Dann wäre ich nämlich ein ganz beschissener Captain. Und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. So, wir haben jetzt, wie viel Uhr? 18.35 Uhr. 18.05 Uhr. Dir glaube ich nichts mehr. 20 Uhr. 18.36 Uhr. Okay, ja, immer noch eine Minute, okay. Okay. So, wir haben heute über Angst gesprochen, wir haben ein bisschen, das ist ein strategisches Mittel, das wir haben gesprochen, wir haben die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die wir auch noch durchgehen müssen. Und ich würde das jetzt gerne tun und dann können wir langsam zum Abschluss kommen, es sei denn, ihr wollt noch weitermachen. Bitte? Gedruckt? Ach so, eine Sauerei. Und das auch noch. Wo ist er denn? Was hat sie denn? Die Maus. Och, Mann. Oh, ja. Affidavit haben wir noch. Ein paar Dinge. Habe ich vergessen. Braucht man nicht alles. Affidavit. Ihr wisst, dass die Lebenserklärung dazu gehört. Das muss ich noch erklären, bevor ich in die freiheitlich-demokratische Grundordnung komme. Entschuldigung, dass ich es vergessen habe. Wenn wir ein Affidavit machen aufgrund einer Vorladung, eines Zahlungsbefehls, Haftbefehls oder was die sonst bringen könnten, dann schicken wir nicht nur das Affidavit hinein. Ja. Zuerst mal, wenn das Affidavit fertig ist, hat es eine Anzahl Seiten. Es wird also auch dann in der, was heißt es, nicht Kopf, in der Fußzeile. Fußzeile? Ja. Okay, danke. In der Fußzeile nummeriert. Also das hatte 9 Seiten soweit, das werden aber noch ein paar mehr jetzt werden. 1 von 9, 2 von 9, 3 von 9 und so. Das ist gedruckt. So. Wir haben jetzt aber die Lebenserklärung, die noch dazukommt, die hinten dran geheftet wird. Wir beziehen uns ja auf die Lebenserklärung, dass wir Leben erklären und sagen, das ist im Anhang, also es wird hinten angehängt. Wenn wir jetzt bei den 9 Seiten bleiben, haben wir dann bereits 10 Seiten. Eine Vorladung und wie die anderen Dinger heißen, haben 1 bis 3 Seiten in der Regel. Die kommen oben drauf. Dann haben wir 13 Seiten oder, also 11, 12 oder 13 Seiten. Wenn es gemacht ist, dann, wenn alle Seiten fertig eingelegt sind in das. Wir müssen also die Vorladung und Lebenserklärung mit annehmen.
haben wir eben 11, 12 oder 13 Seiten, die dann rot händisch durchnummeriert werden. 1 von 11, 12 oder 13, sagen wir mal, es sind 11 Seiten, 1 von 11, 2 von 12 und so weiter. Händisch in Rot. Bitte nicht über irgendetwas Gedrucktes dann schreiben, also nicht in der Mitte, wo die Affidavit-Nummerierung macht, etwas nach rechts, aber nicht ganz nach rechts, weil ihr dann ja auch noch einen Daumenabdruck zu leisten habt, rechts am Affidavit selbst. Ja, also in Rot durchzählen. Dann habt ihr rechts oben eine Briefmarke auf der ersten Seite. Die ist nicht auf dem Affidavit, die ist auf der ersten Seite des Dokuments. Ja? Ja, die auf der Lebenderklärung hast du die Marke sowieso, aber du machst eine Kopie der Lebenderklärung unten dran. Das Dokument selbst, das Affidavit oder dieses Bündel, ist ja nicht nur das Affidavit, muss eine eigene Marke haben. 100 Einheiten, also 100 Cent, 100 türkische Lira oder 100 Pence ist gleich 1 Pfund. Ihr könnt jede Marke, die benutzt, und dann kauft ihr indische Marken, 1 Rupie ist so viel wie 1 Cent. Du kannst auch eine indische Rupie-Marke draufkleben. Die wird dann autografiert von rechts oben nach links unten. Rechts oben, so wie du liest. Genauso, von links oben nach rechts unten, autografiert. Ja? Erste Seite 100er. Erste Seite 100. So, auf jede Seite des Affidavits muss rechts unten ein Daumen- oder Fingerabdruck gemacht werden. Ja? Nur aufs Affidavit. Also nochmal, Marke rechts oben, autografieren von links oben, für euch andersrum, von links oben nach rechts unten. Jede Affidavit-Seite Daumen- oder Fingerabdruck, rot oder blau. Jede Affidavit-Seite, nicht die anderen Teile. Dann wird hinten auf die letzte Seite, also auf die Rückseite, wird eine 2-Einheiten-Marke geklebt oder mehr, minimal 2 Einheiten. Wenn er 5 kriegt, nur dann 5, wenn er nur eine 1-Euro-Marke hat. Auf der letzten Seite, das ist gewöhnlich die Lebenderklärung, die letzte Seite ist. Rückseite, letzte Seite, ja? Wird eine kleinere, also von 2 Einheiten aufwärts Marke aufgeklebt und die wird auch entwertet, aber nicht von links oben, also links oben nach rechts unten, sondern umgekehrt. Ja? Und diese Marke, es wird dann ein Z über alle Seiten, also die Buchhalternase über alle Seiten gemacht. Ja? Und jetzt bitte genau zuhören, damit wir es nicht falsch machen. Ja? Über alle Seiten wird die Buchhalternase gemacht, Rückseiten. Der Grund dafür ist, damit die Rückseite entwertet wird. Wir kommen nämlich dann dazu gleich. Die letzte Seite bitte das Z so machen, dass es weder unter noch über die Briefmarke kommt. Ja, das soll also der Haxen da unten von dem Z auf der letzten Seite, wo die Briefmarke draufkommt, wird etwas kürzer. Der Grund, warum das ist, und deshalb nicht vergessen, der Richter mag mitten in der Verhandlung sein, ich habe jetzt nur eine Hand, auch dahin könnt, sitzt, steht auf, nimmt das Dokument, verkehrt rum, verlässt den Saal und du kannst das Schiff nicht übernehmen, weil die Verhandlung damit geschlossen ist. Kommt zurück und fängt wieder an. Wir glauben, er macht in der Verhandlung weiter. Nein, es ist ein neuer Fall. Vorne, hinten, diese Seite hinten sieht er jetzt. Privat, öffentlich. Öffentlich, privat. Neuer Fall. Wenn wir das Z hinten drauf machen und hinten die Briefmarke, so wie gesagt, aufwärts
Also aufsteigen von links nach rechts, unterzeichnen heißt es, ich habe das letzte Wort. Damit kann er keine neue Verhandlung anfangen. In dem Moment, in dem er es umdreht, rausgeht, sieht er es und weiß, er kann seinen schönen Trick nicht mehr anwenden. Ja? Deshalb ist das gemacht, das ist also ganz wichtig. Dreht er dann wieder um? Er kriegt erst einmal einen Wutanfall, den er dir natürlich nicht zeigt. Er muss es wieder umdrehen, ja, weil der Fall weitergeht. Weil er hofft, er kann sich dem entziehen. So, nachdem alle Seiten entsprechend gemacht worden sind, ich glaube, ich habe heute nichts vergessen, dann müssen sie eingescannt werden, weil eben braucht er einen Nachweis, weil das Original ja geschickt wird. Und dann wird es gebunden. Das heißt, ihr könnt es entweder vernieten, verkleben, lochen und den, wie heißt der Garn jetzt wieder? Mir fällt jetzt das Wort nicht ein, aber ist der Garn, der gewöhnlich für die Versiegelung benutzt wird, der wird durch die Löcher gezogen. Das Dokument muss so gebunden werden, dass nur durch Zerstörung des Siegels oder des Papiers oder des Garns das Dokument auseinandergenommen oder manipuliert werden könnte. Ja? Es muss so gemacht sein, dass eine Manipulation sichtbar ist. Ja? Deshalb muss es entweder gebunden, verklebt oder genietet werden. Ja? Theoretisch könntet ihr es auch mit Heften, mit einer Heftklammer und dann so weit rein die Klammer ziehen, dass ihr schön umbiegen könnt und dann Stempel drauf. Aber Stempel haben wir keinen, also ist es für uns hinfällig. Das kann das Gericht machen mit dem Gerichtsstempel, weil beim Auseinandernehmen ist es sehr unwahrscheinlich, dass man den Gerichtsstempel reproduzieren könnte. Das ist auch zulässig. Ja? Aber das Einfachste für uns ist Nietenzange, vernieten, fertig. Immer dran denken, dass man vor dem Vernieten scannen sollte, weil es könnte etwas unangenehm werden. Ja? Okay, gibt es da noch Fragen dann dazu? Die Rückseite, die leer ist, kann ich die auch bedrucken beidseitig? Oder ist es nicht sinnvoll? Du kannst es schon machen, sie mögen es nicht gerne. Und ich möchte Ihnen auch den Luxus dann nicht geben, dafür etwas unangenehm zu werden. Ja? Wir versuchen alles so zu machen, dass wir die wenigsten Angriffspunkte geben. Wir wollen ja auch die Energie zum Abschlachten und nicht zum Verteidigen ihrer Zornausbrüche benutzen. Ne? Eines habe ich uns noch vergessen, jetzt ist mir wieder entfallen. Ja, ich werde auch älter. Was habe ich noch vergessen? Mit dem Affidavit. Es wird wahrscheinlich gleich wieder kommen, zumindest hoffe ich es. Ja, jetzt ist kommen. Der Rand des Affidavit ist 3,5 cm, 35 mm. 35 mm. Ja? Das ist also Rand, sagt man, ja, Rand. Es haben dann einige angefangen zu diskutieren, ja, das ist ja Papierverschwendung und so weiter und so fort. Es ist vielleicht Papierverschwendung, aber es könnte auch eine Fallverschwendung sein, wenn er es nicht macht, weil das Affidavit rausgeschmissen kann. Nur links. Beidseitig. Wir machen es beidseitig, weil, bitte? Doch. Das zählt nicht, erst am Affidavit selbst. Erst beim ja. Der Kopf ist nicht Teil des Affidavits, Entschuldigung. Ja. Also 35 mm beidseitig, das kommt aus dem Theaterspiel. Wir wissen ja, Sie sind alle Schauspieler und im Englischen sagt man ja auch zu jedem Gesetz Act, ACT, in Deutsch AKT, Akt. Das könnte ja sein, dass Sie nicht genügend Raum haben, Ihre Notizen zu machen. Deshalb ist dann das Dokument ungültig. Ja. Es macht keinen Sinn, mit mir darüber zu debattieren. Die tun's, fertig. Da können wir argumentieren, wir können streiten drüber, bis die Kühe heimkommen. Es wird nichts ändern. Also bitte es so machen. Die paar Seiten, wenn es darum geht, da gebe ich euch noch die 10 Pence. Cent, Entschuldigung, die dazu notwendig sind. Ja? Na, wunderbar. Ja. Gut, und damit ist im Großen und Ganzen Affidavit abgeschlossen.
Die zweite Nummerierung, ne? Bitte? Die zweite Nummerierung in Rot unten. Ja, die zweite Nummerierung. Ja. Also, ja. Jetzt mal schauen, ich habe ja das Englische noch. Ja, also hier war es anders. Das war ein ganz schönes Affidavit. Da haben wir in einer Feststellungsklage die Financial Control Authority so unter Druck setzen dürfen können, dass sie den Betrug zugegeben haben im Gericht. Nachdem das Affidavit von mir war und nicht für den Fall war, sondern ein Zusatz war zu dem, was sowieso hätte kommen müssen, ist die Marke natürlich auf dem Affidavit, weil ich habe die Ladung nicht vorne haben müssen. Ja? Also da unten die Nummerierung, kann man das sehen einigermaßen? Ja? Da unten die Nummerierung händisch, da der Abdruck, der Daumenabdruck und oben rechts wie gehabt die Briefmarke und auf den anderen und hinten Z und dann unten rechts die Briefmarke. Ja? So würde das dann aussehen. Sag's nochmal. Oh. Ja, kannst du gleich sagen. Da ja die Rückseite jeder Seite leer ist, solltet ihr auch hergehen, dass ihr auf jede leere Seite ein Z macht, damit sie nicht irgendwie was dazu schreiben können oder so. Ja, wenn ich das nicht klar gesagt habe, so soll es sein. Also entweder habe ich geschlafen oder du hast geschlafen, aber ich nehme an, dass ich geschlafen habe. Ne? Okay. Auf jeder Rückseite. Ja. Ich mache das Set auch, wenn quasi die Zeuge quasi im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte von der Zeuge ab unten bis runter mache, dann auch ein Set rein, damit sie in der Zeugeliste nicht irgendwas beeinflussen können. Kannst du machen. Ja. Aber du solltest sowieso deinen Daumenabdruck rechts unten haben, denn wenn sie manipulieren, würde das auffallen. Ne? Aber ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Manipulieren. Gibt es sonst noch Fragen dazu oder klärt das alles? Moment. Bitte? Ja, wartet doch mal, bis ich komme. Ich hab das, bitte. Wenn ich jetzt ein Stückchen Platz noch habe nach meinem Schriftteil, Ja. da kann ich da auch ein Z reinmachen, ne? Kannst du, musst aber nicht unbedingt. Also, liegt bei dir. Ja. So. Das war jetzt unsere stärkste Waffe. Schon wieder du. Immer du. Bei dem Affidavit habe ich jetzt gesehen, Computernummerierung und die händische auf jeder Seite vorne. Das ist beim Affidavit, das Affidavit ist ein eigenständiges Dokument, ja, oder Instrument. Das muss durchgezählt werden. Aber nachdem du jetzt ein Bündel hast, nicht nur mehr das Affidavit, muss das ganze Bündel nochmal rot durchgezählt werden. Das ist der Grund des Durchzählens. Ja? Ist die Frage damit beantwortet? Gut. Ja, bin ja froh, dass ich auch mal was Klares sage. Ne? So, jetzt möchte ich zum Letzten, das heute ist, was? Ja. Das ist ja wunderbar. Ach, ich liebe diese Maschinen. Kann mir einer sagen, warum das jetzt ist? Gelöscht. Da würde ich Nein machen. Ja. Okay. Ich dachte, du hättest. Was ist da? Das ist ein Dock. Warum kann ich das nicht öffnen? Das ist ganz oben. Warum will er das nicht? Das obere ist nur eine Tinte-Datei. Du musst das untere öffnen, dieses Bekenntnis, was unten drauf steht. Wo? Das hier. Ah, da. Ach. Okay, alles klar. Wunderbar. Okay.
Also unsere stärkste Waffe im Gericht ist das Affidavit. Wir haben natürlich mehr. Und das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist ja auch eine wunderschöne Waffe, weil wir uns damit klar deklarieren und sie uns nicht in ihrer Definition als Reichsbürger bezeichnen können. Wir im Gegenzug sie aber als Reichsbürger ihrer Definition nach nennen können, weil sie ja Drittreichsideologie vertreten, die Reichsgesetze, die längst bereinigt worden sind. Ja? Macht das Sinn? So, und all das, was geschrieben ist hier, ja, bitte sorgfältig lesen. Ja? Ich habe das nicht weiterverarbeitet, um euch in irgendwelche Sklaverei zu bringen, euch zu versklaven oder dort zu halten. Wir versklaven uns durch das Unterzeichnen nicht. Ich habe es auch unterzeichnet und deshalb war ich auch maßgeblich deshalb auch ganz schnell wieder draußen aus der Staatssicherheitsklaue. Ja. Ich habe den letzten Satz, den ich zu Protokoll gegeben habe, war weil es die Anklage der Nötigung kam ja von diesem lieben, netten Finanzamtdirektor, der nicht haben wollte, dass ich weiß, wie sein Pferd heißt. Und ich habe dort als Antwort geschrieben, und ist ja in der Zwischenzeit bekannt, ausweichende Antworten, um andere zu kriminalisieren, mit einer Deklaration, einer Erklärung der Wahrheit. Erkläre die Wahrheit damit. Und ich habe gesagt, nach den vorliegenden Fakten und der Tatsache, dass Christian Schwarzer versäumt hat, in nasser blauer Tinte die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verifizieren, ist Christian Schwarzer Reichsbürger. Und dann wollten sie mich loswerden. Das steht nämlich im Protokoll drin. Und ich kann auch sagen, die Chefin dieser Abteilung, die ja mich dort hingeschleppt hat, die die Geiselnahme gemacht hat, ich halte sie aber nicht vor, wie ich es könnte. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht mehr allzu lang dauert, dann wird sie auf unserer Seite sein. Sie hat es so schön getippt, und als das Reichsbürger kam und tippte, das war, wie sagt man so schön, ein Bild für Götter, wie sie geschluckt hat. Das ist richtig so gegangen. Ja? Und dann irgendwie wollte man mich loswerden. Aber die haben mich nicht zur Tür rausgeschmissen, die haben mich wieder zurückgefahren. Dort, wo sie mich geholt haben. Nee. Doch. Ich wurde nur nach Hause geschmissen. Hast du irgendwas falsch gemacht? Ja, ich habe das Richtige gemacht, was du falsch gemacht hast. Und das Interessante war, dass sie dann anfing, sehr viele Fragen zu stellen. Ihrem Kollegen habe ich gesagt, ja, mit dem war ich schon fast per Du, dass ich mich ein bisschen ärgere, weil er behindert mich in meiner Arbeit. Dann habe ich gesagt, ihr behindert mich in meiner Arbeit. Und dann hat sie gemeint, was? Er sagt, der Pädophile jagen. Und dann hat er mir noch glatt bestätigt, dass ich da sehr viel Arbeit in Bielefeld haben werde im Gericht. Ich habe dann nicht mehr weiter gefragt. Er hat mir ja schon bestätigt, er wird mir meine Haftbefehle ausführen, sobald ich sie ausstellen kann oder ohne irgendwelche Probleme. Ja, und es kamen sehr viele Fragen dann sogar. Also das hat mich wieder ganz schnell rausgebracht. Ja, natürlich das auch, und dass ich frech bin, das hat natürlich auch geholfen. Und ja, man wusste, dass man eben nichts finden kann. So, diese freiheitlich-demokratische Grundordnung hat vielen geholfen. Nicht nur in Deutschland, in der Zwischenzeit auch in Österreich, in der Schweiz und in Italien. Man kriegt auch vor diesem Stück Papier Angst, weil wir ihnen nämlich klar machen können, und das wissen sie auch, und die Öffentlichkeit kriegt es ja mehr und mehr mit. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung
muss genau genommen jeder, der ein sogenanntes Amt bekleidet, also sogenannte Richter und so weiter, Staatsanwälte, Gerichtsvollzieher, Finanzamtmitarbeiter, städtische Mitarbeiter und wenig Polizei. Ich weiß nicht, wen ich noch vergessen habe, aber die gehören auch dazu, die müssen sie alle unterschreiben und wir sollten es auch tun. Das können sie natürlich nicht unterschreiben, also wir schon, aber die nicht, weil das mit ihrem Arbeitsvertrag kollidiert. Und ja, das ist schlecht für Sie, gut für uns, weil wir können nämlich dann ganz klar sagen, wer was ist. Ihr sagt, das sind Reichsbürger, Staatsverweigerer. Ihr seid Staatsverweigerer, ihr verweigert die Loyalität zum Grundgesetz. Nach eurer Definition seid ihr damit Reichsbürger. Das können die drehen, wie sie wollen. Und das habe ich auch zum Ausdruck gebracht. Und das weiß ja auch der Staatsanwalt, dass ich einen so nennen kann. Wir haben in der Zwischenzeit jetzt auch einen netten Brief, den wir an alle haben, an Gerichtsvollzieher, Polizei, Bürgermeister ist noch nicht ganz fertig, das ist ein eigener Fall, Staatsanwälte und Richter. Habe ich noch? Gerichtsvollzieher, habe ich vergessen, ja. Für all die haben wir jetzt einen Brief, in dem wir sie zwingen, sich zu deklarieren. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen wir die Entehrung annehmen. Bitte? Alleine deswegen. Ja? Und was wir damit sagen, die Briten, die würden sagen, da öffnest du eine Dose Würmer. Nee, das sind nicht eine Dose Würmer, das ist eine ganze Fabrik. Weil da gibt es nichts mehr. In dem Moment, in dem wir jetzt organisiert losschlagen, diese Perversität aufdecken und sie zu dem zwingen, wozu die Staatssicherheit eigentlich da sein soll, und dann das über die Entehrung lösen, dann haben wir viel Freude. Und wer da nicht dabei sein will von euch, den verstehe ich nicht. Ich habe das anderes erwartet, ich weiß. Ich will dabei sein. Wunderbar. Und ich habe einen aktuellen Fall. Ich habe eine Einladung von der Polizei zur Anhörung als Beschuldigter am Montag. Würde es Sinn machen, jetzt genau dieses Bekenntnis erstmal hinzuschicken und sagen, Leute, arbeitet ihr auf der Grundlage, dann komme ich gerne zu der Befragung. Wir können es noch schöner formulieren. Wir legen Ihnen nahe, es zu unterschreiben, da wir nicht gerne mit Staatsverweigerern zusammenarbeiten. Ja? Wir schicken Ihnen das hin. Du kannst Ihnen auch eine Kopie schicken gleich. Ja? Ich würde dir auch raten, noch ein Affidavit dazu machen, aber das können wir nachher noch die Details bestimmen. Das dauert nicht so lange, wie du glaubst. Das Grundaffidavit ist ja fertig. Ne? Wir brauchen ungefähr 10 Minuten Gespräch, dann gebe ich dir ein paar Punkte, eine halbe Stunde und dann kannst du es an mich schicken zum Korrigieren. Das ist gar nicht so schlimm. So, jetzt gehen wir aber durch. Schon. Was? Ja? Ich drücke mir am Montag 50 Stück aus. Ja? Gehe auf meine Gemeinde oder aufs Landratsamt und biete meistbietend an, wenn er sofort unterschreibt. Darf ich zum Film mitkommen? Du müsstest dann dabei sein, weil du hast den Stempel für dein Global Common Law. Das heißt, jetzt weiß ich, warum du mich anschaust. Ja. Dürfte ich das auch auf der Gemeinde? Die haben ja Siegelführung. Natürlich. Dürften die das dann auch amtlich beglaubigen? Natürlich. Ich glaube, mir fällt da was ganz Blödes ein. Das habe ich deinen Augen schon angesehen, ja. Ja. Genau das ist das, was wir tun wollen. Aber wir wollten ein bisschen softer starten, bevor wir brutal werden. Ne? Okay. Volle Kanne, voll drauf. Ja, aber es... Ja. Ein Blatt Papier, also Entschuldigung. Bitte? Ein Blatt Papier. Ja. Das doch mal kurz ritzen, oder? Ja, das schaffen wir schon. Da druckt man auf Vorlage. Und dann Ja, ich glaube, ich muss Richter ernennen, damit ich ums Stempeln und Unterzeichnen wegkomme. Ja. Das hast du angesagt, das musst du unterweisen. Ja, das ist ganz Was war die Möglichkeit gehabt? Ich weiß, wo du wohnst, sei vorsichtig. Okay. Okay, bevor wir noch tiefer reingehen in das, möchten wir es noch schnell durcharbeiten. Und wer sie unterzeichnen möchte, der muss dann nachher kommen. Das heißt, nein, ihr dürft kommen, ich muss anfangen schreiben.
aber ist okay. Ja? Also gehen wir noch kurz durch das und von mir aus können wir dann langsam zum Schluss für heute kommen. Ja? So, ich bekenne mich zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland in der originalen Fassung vom 8. Mai 1949. Ja? Da steht nicht der Bundesrepublik, sondern für die Bundesrepublik. Insbesondere erkenne ich an das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch die besonderen Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung in der allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl zu wählen. Ja? Damit ist nicht gesagt, dass ihr wählen müsst, sondern nur diese Rechte anerkennen. Ja? Ich erkenne die Rechte an und habe noch nie in meinem Leben gewählt. Die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an das Gesetz und das Recht. Ja? Das. Bitte? Okay. Kein Problem. Okay. Das Recht auf die Bildung und die Ausübung der parlamentarischen Opposition, die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung, die Unabhängigkeit der Gerichte, den Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft, die in dem Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte, die in dem Grundgesetz konkretisierten Grundrechte, welche unverhandelbar und unveräußerlich sind. Die Konvention zu dem Schutze der Menschenrechte und der Grundfreiheiten oder im Englischen the Convention for the Protection of the Human Rights and Fundamental Freedoms. Die Charta der UN. Wir erkennen damit nicht die UN an, unbedingt. Ja, wir erkennen die Charta der UN an, die nichts Schlechtes an sich hat. Ich erkläre keine Bestrebungen zu folgen oder zu unterstützen, welche gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind, die ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder der Länder oder ihre Mitglieder zu dem Ziele haben, oder durch die Anwendung der Gewalt oder der darauf gerichteten Handlungen, welche die auswärtigen Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden. Ja? Wer das nicht ganz versteht, die Bundesrepublik Deutschland ist ein legitimes Konstrukt. Ja? Sie ist nicht das, was man uns versucht darzustellen, ja? Aber sie ist ein legitimes Konstrukt und wir können uns nicht gegen das legitime Konstrukt stellen. Ja? Das dürfen wir nicht. Das heißt aber nicht, dass wir sie unterstützen in der Form, wie sie es gerne hätten. Ja? Wir können also diese 3 Punkte ohne Schwierigkeiten erfüllen. Gibt es da irgendeine Unklarheit oder ist es klar? Warte! Jetzt darfst du. Ist es nicht so, dass die Treuhandverwaltung unter Germany angemeldet ist bei der UNO und eigentlich das Bundesrepublik Deutschland als Land oder als Bezeichnung nicht mehr so gibt, oder? Sie gibt es noch als Bezeichnung. Es ist für uns nicht wichtig, was sie sind. Wir zeigen Ihnen nur, wir haben kein Problem mit den Dingen. Ja? Egal was sie sind, wir haben kein Problem mit den Dingen, die hier aufgezeichnet werden. Also dass wir uns in der Art und Weise nicht befassen. Sie behaupten ja immer noch, dass es sie gibt, die Bundesrepublik Deutschland. Lassen wir es behaupten, ist doch wunderbar. Wir erlauben das und wir widersetzen uns nicht dieser Dinge. Also wir werden sicherlich keine ungesetzlichen Beeinträchtigungen der Amtsführung. Ja? Alles, was ungesetzlich sind, tun wir nicht. Ja? Und was dahinter kommt, ist ja wurscht. Ja? Es ist eigentlich ein Trick, den wir benutzen, der aber keine Lüge ist. Und damit kriegen wir sie in eine Position, wo wir die Kontrolle haben, nicht mehr sie. Weil sie sind nämlich jetzt unter Zugzwang. Und wir haben den Zugzwang nicht, den haben wir noch nie gehabt. Wir würden ja auch Steuern zahlen, wenn sie gerechtfertigt sind. Kann keiner sagen. Habe ich auch
wie man mir das vorgeworfen hat, von dem guten Mann, der dann mir später gesagt hat, er würde sogar mal Haftbefehle ausführen. Ihr wollt doch keine Steuern zahlen. Habe ich gesagt, wer sagt denn das? Stimmt doch gar nicht. Das Einzige, was wir nicht wollen, ist Lügen finanzieren. Dann habe ich gesagt, nehmen Sie mal einfach hin, warum muss ich eigentlich Wahrheiten mit Lügen rechtfertigen? Wenn die Steuer, die Sie behaupten, die Wahrheit ist, dann lassen Sie doch die Wahrheit und bringen nicht eine Abgabenordnung und Detailverordnung, die es nicht gibt. Ja? Und hier ist alles legitim, was da drin steht. Ja? Wir haben nichts zu verlieren, wir bringen Sie nur in eine ganz dumme Situation damit. Und das ist das Ziel dessen. Ja? Wir sind manchmal ja auch gemein und hinterlistig. Aber offensichtlich. Na, so hinterlistig ist es nicht. Wir sind einfach gemein. Ja? Ist das die Kriegslist? Ja, so darf man das nennen. Ja, aber es wird ja von denen noch NS-Gesetze angewendet. Ja, natürlich. Und wir sagen offiziell, das macht man nicht. Ja, natürlich. Und mit dem, und deshalb können Sie auch nicht unterzeichnen, wenn Sie das tun. Wenn Sie die nationalsozialistischen Gesetze nicht mehr anwenden wollen, dann können Sie sofort das unterschreiben. Aber Sie wollen sie anwenden und deshalb können Sie das nicht unterschreiben. Sie müssten es aber, sonst dürften Sie gar nicht in Ihrer Position sein. Ist doch ein wunderbares Instrument, nicht? Richtig gemein. Also wie wenn Sie die Einbahnstraße runterfahren, ans Ende kommen und feststellen, ach, das ist eine Sackgasse. Das ist es nämlich für Sie. Ja? So, und da wir durch Erbrecht Nationalsozialisten sind, das ist uns leider gesetzlich aufgedrückt, machen wir gleich noch das, nachdem wir sagen, von einer eventuell früheren Verfolgung oder Unterstützung derartiger Bestrebungen habe ich mich abgewandt, also das, was ABC oben, also wenn ich es hier nicht sehe, ja, das hier, also von den 3 Punkten haben wir uns abgewandt. Und dann noch dazu sagen, ich versichere und beeide, keine nationalsozialistischen Gesetze, Verordnungen und kein Gedankengut in meiner täglichen Arbeit anzuwenden und bekunde öffentlich meine Entnazifizierung gemäß Artikel 139 Grundgesetz, vergleiche die Gesetze und Verordnungen Anlage. Das ist nicht eine Anlage, sondern das sind die Verordnungen Anlage. Ja? Das kann man dort lesen. Es ist leider missverstanden, aber jetzt weiß das. Jetzt kannst du es auch jedem erklären. Ne? So. Und ja, das muss man auch manchmal sagen. Ich bin aber gemein hinterhältig und die sind nur hinterhältig. Die vorstehende Unterzeichnung wurde von mir vollzogen. Das ist also meine Aufgabe und dies wird hiermit amtlich bestätigt. Ja? Also das ist das zweite gemeine Instrument, das wir haben. Und wir haben jetzt auch Briefe und es kommen noch einige andere dazu. Gibt es noch Fragen dazu? Nicht? Sollen wir es damit beenden? Ja, okay, ich gebe das zurück.